Dieses Event heute wurde von der Schweizerischen Bibelgesellschaft initiiert, ist ja Teil einer Reihe von Vorträgen an verschiedenen Schweizer Universitäten. Und die Fakultät und insbesondere die biblische Sozietät an unserer Fakultät hat das Thema sehr gerne aufgegriffen, denn das ist genau das Anliegen, das wir mit unseren biblischen Sozietäten verfolgen, das jetzt heute Abend hoffentlich auch stattfindet, nämlich Themen der Theologie des Alten und des Neuen Testaments so aufzubereiten, dass sie für ein breites Publikum, breiteres Publikum, sagen wir mal, interessant ist. Und wenn ich in die Runde schaue, dann ist das hier schon sehr erfreulich, in welch stattlicher Zahl und auch durch die Generationen, die heute Abend hier erschienen sind. Dabei will ich es aber schon mit meinem Gruß bewenden lassen und das Wort übergeben an den Vorsitzenden der Schweizerischen Bibelgesellschaft, Benjamin Doberstein. Merci vielmals, Herr Dekan, liebe Anwesende. Auch im Namen der Schweizerischen Bibelgesellschaft ganz kurz ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, wir werden heute einen spannenden und anregenden Abend zusammen verbringen und möchte mich in dem Kontext aber auch ganz herzlich bedanken bei den Bibelwissenschaftlichen Instituten der Theologischen Fakultät der Universität Bern, die uns hier nicht nur mit dem Raum, sondern auch mit finanziellen Mitteln sehr freundlich unterstützen. Und ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich auf das Gemeinsame und darf dann auch gleich weiterreichen an unseren Theologen und Fachmann im Gebiet, Andreas Losch. Der Mensch ist aus Elementen zusammengesetzt, die in Sternen geboren wurden. Er ist Sternenstaub, sagt die Wissenschaft, der wir vertrauen können. Doch ist damit alles gesagt? Welche Vorstellung hat die christliche Religion von Natur und Mensch? 4 Abende in verschiedenen Städten der Schweiz erforschen das Verhältnis von Wissenschaft, Kultur und Religion aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Welche Rolle spielt dabei jeweils die Bibel? Die Abende, wir haben es gehört, werden von der Schweizerischen Bibelgesellschaft veranstaltet, die damit das Gespräch sucht, das offene Gespräch über die Bibel in der heutigen Zeit. Wir hatten bereits in Basel einen Abend im Oktober letzten Jahres über Galilei, die Bibel und die Entstehung der modernen Naturwissenschaften. Dann im Februar in Zürich über die Suche nach Leben jenseits unseres Planeten. Und wir haben noch einen weiteren Abend im Oktober diesen Jahres in Fribourg, wo Michael Blume über Charles Darwin als Theologe vortragen wird. Jetzt freuen wir uns aber auf den heutigen Abend. Urgeschichte, was die Bibel über die Evolution der Menschheit verrät. Und ich übergebe für die Moderation an Frau Lea Burger. Sie hat vielleicht kommen Sie schon mal her. Sie hat Religionswissenschaft sowie Gender Studies, Religionsphilosophie und Politikwissenschaft an der Universität Zürich studiert und interessiert sich insbesondere für gelebte Religionen und praktizierende Menschen an der Schnittstelle ihrer Biografie zu gesellschaftspolitischen Themen. Seit 2015 ist sie beim SRF in verschiedenen Funktionen und seit 4 Jahren als Fachjournalistin Religion im Radioteam. Und da gibt es insbesondere die Sendung Perspektiven, jeweils sonntags morgens oder auch als Podcast zu einer ganz großen Bandbreite in diesem Themenfeld. Merci, dass Sie den Abend moderieren. Ich übergebe gerne an Sie. Sie haben. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön, auch für die freundliche Vorstellung. Ich mache direkt weiter mit der Vorstellung, nämlich unserer Gäste heute Abend. Das ist einerseits Kai Michel. Er ist Kulturwissenschaftler und Wissenschaftsjournalist. Es ist Karel van Schaik, ein renommierter Evolutionsbiologe und Primatenforscher. Er war bis 2018 Professor an der Universität Zürich. Es gibt ein Input von den beiden und danach gibt es ein Kurzgespräch mit Konrad Schmid. Er ist Theologe und Alttestamentler an der Uni Zürich und auch
jüdische Frühgeschichte gehört zu seinen Schwerpunkten. Bis gleich, Sie haben das Wort. Nicht, dass das aussieht, dass wir beide eine große Kluft zwischen uns hätten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mikro. Karel van Schaik, ich hatte. Ist an? Gut. Das geht, oder? Gut. Also nochmal guten Abend, meine Damen und Herren. Karel van Schaik und ich freuen uns sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die netten einführenden Worte. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, dass Sie heute Abend gekommen sind. Bitte entschuldigen Sie, dass ich hier so ungläubig stehe. Aber Karel van Schaik und ich, wir staunen immer wieder, welche Wellen unser Projekt geschlagen hat, unsere Schnapsidee, die Bibel aus einer evolutionären Perspektive zu lesen. Das Buch Tagebuch der Menschheit ist mittlerweile 7 Jahre alt. Es geht jetzt bald in die 20. Auflage. Es gibt Lesekreise in Deutschland, der Schweiz, in den Niederlanden, in Österreich, die gehen in die mehreren Dutzend. Wir haben auf dem Kirchentag in Berlin gesprochen. Wir haben das große Vergnügen gehabt, mit Konrad Schmid an der Theologischen Fakultät der Uni Zürich ein Seminar über die Evolution der Religion zu geben. Dann haben wir noch viel mehr Spaß gehabt, weil wir mit Konrad Schmid auch ein 5-tägiges Weiterbildungsseminar für reformierte Pfarrer und Pfarrerinnen gegeben haben, denen wir unsere Sicht der Bibel nahebringen durften. Kürzlich waren wir noch, das war sehr außerordentlich, eingeladen in Deutschland zu einer hochprofessoralen AG katholischer Dogmatiker und Dogmatikerinnen, um ihnen zu erklären, was die katholische Kirche falsch mit den Frauen gemacht hat. All das haben wir uns nicht träumen lassen. Wie gesagt, wir sind Agnostiker, Ungläubige. Insofern haben wir die Bibel auch nicht als ein Wort Gottes gelesen oder als eine heilige Schrift, die inspiriert wäre oder die von vielleicht göttlich inspirierten Autoren geschrieben wurde, sondern eben als ein Tagebuch der Menschheit. Immerhin wurde an der Bibel fast 1000 Jahre, 800 bis 1000 Jahre geschrieben. Und der Ansatz ist vielleicht recht produktiv, wie wir fanden, denn warum schreibt man Tagebuch? Wir kennen das alles in Zeiten der Not, der Bedrängnis, der Sorge. Man versucht, sich einen Reim auf das Leben, auf die Lebensumstände zu machen. Man versucht, sich selbst und die Welt besser zu verstehen. Und warum liest man Tagebuch? Um eben zu sehen, was hat man gelernt, wo hat man Fehler gemacht, was kann man aus dem Alten lernen. Deshalb liest man ja auch gerne Tagebücher anderer Menschen, um zu sehen, wie war dieser Mensch, was hat das mit mir zu tun. Und wir haben mit diesem Ansatz eben die Bibel gelesen, auch als ein Tagebuch der Menschheit, weil eben über diese lange Zeit die Autoren genau das versucht haben, sich einen Reim auf ihr Leben zu machen, um Strategien zu entwickeln, in einer Welt zu leben, für die sie nicht gemacht waren. Deshalb, wir wollten also nichts über Gott erfahren, sondern über die Natur des Menschen. Deshalb ganz wichtig, all unsere Aussagen sind anthropologischer Natur, nicht theologischer. Deshalb sind wir aber überzeugt, dass die Bibel eben alle angeht, selbst Leute, die gar nicht an Gott glauben. Und natürlich, um dieser Frage vorwegzukommen, natürlich ist die Bibel nicht das einzige Tagebuch der Menschheit, aber zumindest aus Karels und meiner Überzeugung das spannendste Buch der Weltgeschichte. Denn man darf nicht vergessen, dass Karel und ich als Agnostiker immerhin 4-5 Jahre verbracht haben mit der Lektüre der kompletten Bibel. Und wir sind jetzt schon über 10 Jahre in Diensten der Bibel unterwegs, an Veranstaltungen wie diesen. Wir haben 150, vielleicht auch 200 Sitzungen gehabt. Wir haben uns in Restaurants getroffen und dann eben über die Bibel diskutiert. Wir haben immer die Restaurants gewechselt, weil wir nicht wiedererkannt werden wollten als die beiden alten Herren, die dort in frommen Gespräche oder dergleichen verwickelt sind. Also natürlich ein großes Kompliment an die Bibel, wenn dieses Buch Ungläubige, in Anführungszeichen, wie uns so in den Bann schlagen kann.
Das ist ja auch unser Ansatz, dass hier ein Naturwissenschaftler und ein Kulturwissenschaftler ins Gespräch gekommen sind und sich austauschen, die üblichen Disziplingrenzen überwinden und auch keine Angst haben, ein bisschen populär zu werden und eben auch quasi wirklich direkt ins Leben hinein zu denken. Das wollen wir Ihnen heute Abend auch ein wenig nahebringen. Deshalb gestalten wir diesen Abend dialogisch und wollen Ihnen in Kürze unsere Sicht oder auf die Grundidee unserer Sicht auf die Bibel vorstellen. Bevor ich aber Karel frage, wie es um das Leben im Garten Eden bestellt war, wollte ich noch 3 Dinge anmerken. Einmal war unser Ansatz, den wir im Tagebuch der Menschheit entwickelt haben, so produktiv, dass daraus ja dann ein zweites Buch entstand, die Wahrheit über Eva, in dem wir der Frage nachgegangen sind, wie eigentlich die Ungleichheit der Geschlechter entstehen konnte und welche Rolle die Religion dabei gespielt hat, diese Ungleichheit oder die Unterdrückung der Frauen so penetrant zu machen, dass wir bis heute damit kämpfen, uns daraus zu befreien. Die zweite Sache ist, dass wir jetzt auch, da muss ich mal ein bisschen Werbung machen, weil eigentlich dürfen wir heute Abend gar nicht hier sein. Wir sind gerade im Finish unseres neuen Buchs, wo wir dann mit unserem evolutionären Ansatz versuchen, das moderne Leben zu sezieren. Menschsein von der Evolution für die Zukunft lernen erscheint im Oktober. Aber ganz wichtig ist der dritte Punkt. Unsere ganze Arbeit und auch all diese Resonanz, die wir erfahren haben bisher, wäre nichts ohne die Bibelwissenschaft, ohne die Theologie, ohne die Wahnsinnsleistungen von vielen Forschern und Forscherinnen gewesen, denen wir so viel zu verdanken haben und wo wir auch immer dachten, wow, wie schade ist es, wir haben teilweise oft einfach Wissen vermittelt, was Sie alle kennen, aber was in der Öffentlichkeit nie angekommen ist. Und deshalb möchte ich mich natürlich hier bei Konrad Schmid vor allem bedanken, weil wir von ihm extrem viel gelernt haben aus seinen Büchern und ohne all dieses Ganze hätte das Ganze nicht funktioniert. Umso mehr freuen wir, dass er heute Abend dabei ist. Nun aber zu Karel. Danke, Kai. Nur die Überleitung, deshalb wir müssen uns... Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen laut, hä? Ne? Okay. Genau. Karel ist ja ein Experte als Primatologe, ehemaliger Direktor des Anthropologischen Instituts der Universität Zürich, dafür, wie das mit Adam und Eva im Garten Eden tatsächlich gewesen ist. Wie haben wir uns das Leben der Menschen in der längsten Zeit der Evolution vorzustellen? Danke, und ich möchte auch noch mich bedanken für die Einladung. Man kann natürlich den Schöpfungsbericht lesen. Bei Bericht denke ich dann immer, war jemand dabei, hat da mitgeschrieben. Aber es war ein bisschen anders, aber auch nicht ganz so anders, als man denken könnte. Denn das Ganze lässt sich eigentlich, Genesis lässt sich zusammenfassen mit, früher war alles besser. Ja, es fängt gut an und Gott war zufrieden und alles war wunderbar und Adam und Eva lebten im Paradies. Und dann, wir wissen alle, dann wurden sie vertrieben und die Strafe war, dass sie jetzt Acker bestellen sollten und Viehhirten wurden und so weiter. Und eigentlich danach geht's immer weiter mit Kain und Abel, die sich an die Gurgel gehen. Das erwartet man nicht von Brüdern nicht. Kommt die Sintflut, die alles überschwemmt. Sind alles Strafen. Die Städte werden zerstört. Die Patriarchen haben riesige Probleme mit ihren Familien. Wir nennen Genesis untereinander immer Katastrophenkatalog. Es ist wirklich das eine nach dem anderen. Und jetzt versteht man, für die Bibelautoren war eigentlich das Vorherige war das Paradies. Nicht? Also deshalb waren wir ja im Paradies. Und das tönt aber komisch, denn ja, das war eigentlich ganz kurz. Ich glaube, man kann sogar berechnen, wie kurz das war, nicht? Diese paradiesische Zeit. In Wirklichkeit war diese paradiesische Zeit viel länger. Ob das jetzt Paradies war oder nicht,
war immer die große Frage. Leute haben immer gedacht, die Menschheit hat sich schon immer, ja, John Locke, the life of the savages is brutal, was war das nochmal? Brutal and short. Hat man überhaupt nicht verstanden, dass es nicht stimmt. Jetzt wissen wir viel mehr über unsere Geschichte, über unsere Früh- und Vorgeschichte. Und das ist genau, wo man jetzt ansetzen könnte und sagen, okay, wie sehr kommt diese biblische Geschichte jetzt überein mit was wir wissen? Also, was wissen wir jetzt? Vorher waren wir nomadischen Jäger und Sammler. Und das ist ein Lebensstil, die können wir uns kaum mehr vorstellen, aber die hat sich über 2 Millionen Jahre etabliert. Der Kernpunkt von allem ist, dass die Leute keine Vorräte hatten. Die waren nomadisch. Dann kann man nicht so viel Vorräte machen, denn man muss immer wieder weiterziehen. Und das bedeutet, dass die hatten eine ganz ausgeklügelte Ökologie, die viel komplizierter war als von ihren Vorfahren, den Menschenaffen. Das bedeutet aber, dass sie gegenseitig sehr voneinander abhängig waren. Und diese Abhängigkeit ist der Schlüssel zum Verständnis von Menschen. Man hat immer, jede Person hatte andere Leute gebraucht, um überhaupt zu überleben. Und das ist bei den Jägern ganz eindeutig, das Teilen ist deren Risk Management Strategy, würde man jetzt sagen. Sie mussten immer teilen, denn auch der meist erfolgreiche Jäger oder die beste Sammlerin sind nicht immer erfolgreich. Und dann muss man darauf rechnen können, dass anderen, die erfolgreich waren, mit ihnen teilen. Dazu gehört dann also auch eine Art Verhaltensstil, man könnte sagen eine Art Psychologie, die das ermöglicht. Und das bedeutet, dass die sozialen Strukturen, die Gruppen waren relativ klein, aber vernetzt mit anderen Gruppen, so 1, 2, 3 Tage weiter war so eine andere Gruppe. Im Durchschnitt wissen wir jetzt ungefähr 25. Das ist übrigens basierend auf Ethnographie, die man auf allen Kontinenten gemacht hat und die riesige Übereinkünfte gezeigt hat. Also das ist nicht irgendwie auf eine Gruppe mal basiert. Und das ist jetzt so gut abgesichert, auch mit die ersten Beschreibungen von Reisenden und so weiter, dass das wirklich ein gut dokumentiertes Phänomen ist. Also sehr egalitär, sehr demokratisch. Ich mache immer den Witz, das war wie in der Schweiz, endlos miteinander palavern, bis da Konsens da war. Denn man muss ja gemeinsam von einem Ort, jede paar Wochen muss man umsiedeln. Wo geht man hin? Wann geht man? Und so weiter. Und das bedeutet auch, dass es sowohl innerhalb von den Geschlechtern, aber auch zwischen den Geschlechtern diese egalitäre Verhältnisse gegeben hat. Das ist auch sehr wichtig. Männer haben nicht dominiert. Sie waren stärker, aber haben nicht dominiert. Dazu gehört also eine Psychologie, wo ich schon gesagt habe. Und das passiert in allen Arten in der Biologie, dass diese Nische, die man hat, sagen wir mal, die Ökologie und die Psychologie und das Sozialsystem miteinander korrespondieren. Dafür sorgt dann die natürliche Selektion. Und man kann es die Art der Art nennen oder die menschliche Natur in unserem Fall. Wir nennen es die erste Natur für Leute, die die Bücher gelesen haben. Was sind so diese Elemente? Zurückdenken, es geht um die gegenseitige Abhängigkeit. Also man hat eine große Präferenz für Gleichheit. Man ist nicht glücklich, wenn jemand sagt, ich bin wichtiger. Man hat große Präferenz für Gerechtigkeit, Fairness würde man auch sagen. Man hat nicht gerne, dass wenn jemand nichts bekommt, auch wenn er mitgearbeitet hat zum Beispiel. Man hat eine grundsätzliche prosoziale Einstellung. Das bedeutet, dass man möchte gerne helfen, man möchte gerne teilen. Und bevor Sie denken, was ist das für eine komische Darstellung, das hat damit zu tun, dass man so eine Reputation aufbaut. Und in der Zeit, bevor es Valois oder was weiß ich für Lebensversicherungen gab, war das die Lebensversicherung, Reputation. Konnte man sogar vererben. Ach, du bist der Sohn von, na dann komm, dann laden wir dich ein und so weiter. Also das tönt alles abenteuerlich, aber das ist wirklich von allen Kontinenten so beschrieben worden. Es führt auch zur Empathie. Wenn jemand in Not ist, in diesen kleinen Gruppen braucht man aller Hände. Also wenn jemand in Not ist, versucht man zu helfen. Auch Konformität gehört dazu, dass man nicht aus der Reihe tanzen möchte, denn so eine kleine Gruppe muss immer an einen Strang ziehen
muss oft koordiniert auftreten, muss gemeinsam Sachen unternehmen. Und dann ist es wichtig, dass man alles vergisst, was vielleicht mal war und dass man versöhnt und Zusammenhalt und so weiter. Das ist alles positiv. Es gibt natürlich auch ein paar negative Seiten. Es führt dazu, dass man auf Englisch In-Group Bias hat. Ich weiß nie, wie man das auf Deutsch übersetzen muss. Also, dass man eine große Präferenz für die eigene Gruppe hat und dass es ganz einfach auszulösen ist, dass man andere Gruppen, heutzutage nennt man das Othering, auch schöner deutscher Begriff, nicht? Dass man andere Gruppen eigentlich nicht so hoch schätzt, sagen wir mal höflich, und das kann auch noch ein bisschen schlimmer werden. Das andere ist, das gehört auch zu diesem ganzen Komplex, dass man immer wachsam ist für was man Schmarotzer nennen könnte. Leute, die nicht mitmachen, aber schon mitessen. Also das sind so die anderen Seiten der menschlichen Natur. Und das sieht man genauso auch, wenn man über Ethik und so weiter denkt. Das sind genau die Sachen, wobei die Ethiker dann darüber nachdenken müssen. Also, was sehen wir? Wir sehen also ein Komplex von, was wir die menschliche Natur nennen, von eigentlich ganz prosoziale Elemente. Dazu kommen noch sogenannte Cognitive Biases, wie wir denken. Und das ist ein ganzes Feld im Moment. Aber was dabei wichtig ist, dass pre-Newton, nicht, dass eigentlich die ganze Welt beseelt ist. Und was passiert? Es gibt keine Ereignisse, es gibt nur Handlungen. Und wir haben auf Englisch ein Hyperactive Agency Detection Device. Das bedeutet, wenn etwas passiert, versuchen wir immer zu sehen, wer steckt dahinter. Nicht was, wer. Wer hat es gemacht? Und man sieht, dass wenn man die Anfänge der Religion versucht zu erforschen, passt das auch ziemlich gut zusammen. Also, jetzt wissen wir, dieser Lebensstil ist verschwunden. Ist verschwunden, bevor es überhaupt die Bibel gab. Schon eine Weile her. Aber diese Prädispositionen, die wir haben, diese Präferenzen, die menschliche Natur, die tragen wir immer noch mit. Und hat wahrscheinlich nach dem Sündenfall immer noch irgendwie in den Köpfen rundgegeistert. Und Kai erzählt jetzt, wieso das so ist, dass das jetzt anders geworden ist, dass wir diesen Mismatch bekommen haben zwischen unserer menschlichen Natur und die Umstände, worin wir leben können oder müssen. Ja, danke. Das ist ja unser Grundgedanke. Gewissermaßen führen wir alle wirklich metaphorisch gesprochen eine Existenz jenseits von Eden. Wir leben in einer Welt, für die wir nicht gemacht sind, weil eben, was Karel vorgestellt hat, diese Zeit der Jäger und Sammler, die man entweder, wenn man nur den Homo sapiens in den Fokus nimmt, geht es um 300.000 Jahre. Wenn man die ganze Gattung Homo nimmt, sprechen wir von 2 Millionen Jahren. Das hat uns geprägt. Diese erste Natur ist aber nicht unsere einzige Natur. Es gibt die zweite Natur, das sind dann die kulturellen Habitualisierungen und dergleichen mehr. Aber das Entscheidende ist, dass es dann wirklich so etwas gab wie in Anführungszeichen den Sündenfall. Das ist dann das, was die Neolithische Revolution genannt wird, vor 12.000 Jahren etwa. Wobei mittlerweile ist es klar, das ist ein Prozess, der sich über viele, viele Jahrtausende erstreckt. Kommt es dann zu dem, was wir alle in der Schule gelernt haben, zur Erfindung von Ackerbau und Viehzucht. Wie gesagt, eine lange Entdeckung davon, dass man unter klimatisch, weil das Klima wird in dieser Zeit gut, die Leute müssen nicht mehr so viel herumziehen, sie fangen an, lokale Dinge zu sammeln, Wildgrassamen, Nüsse und dergleichen mehr und fangen dann an, Pflanzen zu kultivieren. Die Bevölkerung geht hoch, man fängt an, Tiere zu domestizieren und das ist eine große Veränderung, denn es führt zu einem komplett neuen Lebensstil. Man produziert die Dinge, von denen man lebt. Früher hat man sie nur eingesammelt. Das Problem ist, und das ist in den letzten Jahren immer deutlicher herausgearbeitet worden, Jared Diamond war, glaube ich, da der Erste, der es so richtig populär gemacht hat, der davon sprach, dass die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht gewissermaßen der, ich zitiere ihn, schlimmste Fehler der Menschheit gewesen sei. Harari hat das ja auch nochmal popularisiert in den letzten Jahren. Denn
damals durch diesen neuen Lebensstil traten jede Menge neue Probleme in die Welt. Und das war ja auch unser Déjà-vu, was am Anfang dieses Buches stand. Die ähneln tatsächlich dem, was dort in der Bibel steht. Eben, dass die Menschen tatsächlich im Schweiße ihres Angesichts den Acker bestellen mussten, dass es eine Riesenschufterei war. Wir sehen in der Archäologie, die frühen Bauern waren gesundheitlich viel, viel schlechter, um die war es viel, viel schlechter bestellt. Vor allem aber da auch die Frauen, die stundenlang mit Mehlmahlen, Kornmahlen beschäftigt waren. Man sieht das an diesen Hockerfacetten und dergleichen mehr. Karies kam damals richtig über die Menschheit, weil plötzlich wir haben stärkebasierte Ernährung. Und dadurch, dass die Leute nicht mehr herumzogen, führte das dazu, und eben diese konstante, stärkehaltige Ernährung da war, dass die Frauen viel, viel häufiger schwanger wurden. Wie es eben der Fluch über Eva oder in Anführungszeichen Fluch, die Verdammnis ist. Jäger-Sammler-Frauen kriegen alle 4 bis 6 Jahre Kinder. Die Bauersfrauen am Anfang dann wurden fast 1 bis 2 Jahre bekamen sie Kinder. Natürlich auch, weil die landwirtschaftliche Arbeit, das kennen Sie vielleicht auch alle noch von den früheren Generationen, das ist harte Schufterei. Insofern braucht man auch die Kinder und so weiter. Das führt dazu, dass die Populationen hochgingen, dass irgendwann natürlich die besten Plätze alle besetzt waren. Man hat jetzt Vorräte, man hat Eigentum, das musste verteidigt werden. Es kommt zu Konflikten, es kommt dann auch bald zu Krieg. Wir haben es weil das verteidigt werden muss, blieben die Söhne jetzt zu Hause. Wir haben damit die Entdeckung oder die Entwicklung patriarchaler Strukturen. Krieg habe ich, glaube ich, schon genannt. Es geht drunter und drüber, vor allem auch die Seuchen, weil von den domestizierten Tieren springen die ganzen Krankheitserreger über. Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, die relativ harmlos war, im Gegensatz zu dem, was damals war, weil das menschliche Immunsystem damals noch nicht auf diese noch nicht entsprechend trainiert war. Also wir haben es mit all dem zu tun, was Karel eben schon andeutete, was ja in der Genesis erzählt wird. Schufterei, Frauen sind den Männern untertan, Brüder werden jetzt zu Feinden, die früher beste Verbündete waren, weil sie sich jetzt ums Erbe prügeln müssen. Wir haben die Städte, die quasi dann wirklich zu Sodom und Gomorra werden, weil dort die ganzen Verlierer sich sammeln. Wir haben Dürren, wir haben Sintflut, also Fluten, weil die Menschen natürlich an einem Ort viel vulnerabler, viel verletzlicher sind als Jäger-Sammler. Jäger-Sammler konnten einfach weiterziehen. Und all diesen Dingen aus dem Weg herausgehen. Und das war jetzt nicht mehr möglich. Und wir sehen all die Themen, die ja das Alte Testament, die hebräische Bibel dominieren, können wir durch die Archäologie nachweisen. Das heißt, die Menschen damals mussten Strategien entwickeln, wie sie damit umgehen konnten. Das waren komplett neue Probleme. Und sie hatten keine Ahnung von Bakterien, von Viren. Sie hatten keine Ahnung von Tektonik, von Klimaveränderung. Sie wussten nicht, woher kommt das Ganze. Und dann kommt das, was Karel eben schon angesprochen hat, dann kommt die menschliche Psychologie ins Spiel, eben Hyperactive Agency Detection Device, also die Vermutung, da steckt jemand dahinter. Da muss jemand schuld sein. Und das ist wirklich, auch im Animismus sieht man schon, dann sind es am Anfang die Geister, die Dämonen, das sieht man weltweit, die Krankheiten verursachen, später sind es die Götter. Und natürlich, wenn die das tun, müssen sie auch Gründe haben, weil deren Psychologie ist ähnlich die der Menschen. Und also insofern kommt dann dieses Muster aus, ich muss irgendwas Falsches getan haben und deshalb werde ich dafür bestraft, dadurch kommt diese Strafidee hinein. In einer polytheistischen Welt der vielen Geister, Götter, ist es so, dass es dann auch immer böse Götter gab, die einfach die Menschen geplagt haben aus Bosheit, böse Dämonen und dergleichen. Oder eben menschliches Übel, Kriege, Sie kennen alle die Geschichte vom Krieg um Troja, Kollateralschaden, weil die Göttin Eris nicht zur Hochzeit eingeladen war und dann auf die Idee kam, sich mit dem goldenen Apfel zu rächen, den sie dann unter die 3 Göttinnen warf und der Krieg auf Erden war dann eben das Pech der Menschen für die Geschehnisse dort oben. Im alten Israel
kam dieses Erklärungsmuster an ein Ende bzw. stand vor einer neuen Herausforderung durch die Innovation des Monotheismus, der ja all diese anderen Götter, Geister, zumindest in der theologischen Logik, eliminierte. Die fielen weg als Verursacher des Bösen und es konnte also nur noch einer verantwortlich sein. Genau, und dann wird die Welt erklärbar. Denn das Problem mit dem Polytheismus ist, ich glaube in der Soziologie heißt es, das Problem ist overdetermined. Man hat nicht genügend Freiheitsgrade, man kann nicht sagen, ja, das war es jetzt, denn nein, es könnte so viele andere Sachen sein, die man nicht kontrollieren kann. Aber wenn man einen Gott hat, der alles bestimmt und alles, was er macht, ist von ihm bestimmt. Das ist, er bestraft alles, was wir falsch machen. Dann muss das rekonstruierbar sein. Was will der Gott? Und so kommt man zu diesen 613 Mitzvot, diese Gebote und Verbote, die in der Bibel stehen. Denn das ist eigentlich ein protowissenschaftliches System, weil das jetzt möglich ist. Man sagt, okay, hier ist etwas passiert, etwas Schlechtes, Katastrophe, eine Dürre, eine Seuche. Das ist schlecht. Wir haben etwas verbrochen. Also machen wir eine Diagnose. Wir haben dies und das gemacht. Das müssen wir also jetzt hinterlassen. Dann kommt ein Gebot, dass wir das hinterlassen und dann soll alles perfekt sein. Also dann ist der Kreis geschlossen, dann ist das Problem gelöst. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann gehen wir wieder in den Kreis hinein und machen ein neues Gebot, bis dann alles gelöst ist. Das ist die Logik, die eiserne Logik, die dahinter steckt. Im Prinzip ist jetzt die Welt perfekt erklärbar. Und die Frage ist jetzt, okay, wo kommen jetzt die Diagnosen her? Und dafür haben wir eigentlich diese Mismatch-Phänomene, die ich angesprochen habe, die kommen eigentlich in zwei Klassen. Das eine ist, die sind relativ einfach zu erraten, denn das ist introspektiv, kommt man dran. Gottes Präferenzen, ist das nicht so laut? Okay, Gottes Präferenzen sind unsere Präferenzen und was wir eigentlich sehen, zum Beispiel die Ungerechtigkeit, die wir um uns herum sehen, denn die Welt mit der Landwirtschaft wurde sehr ungleich. Bevor es Landwirtschaft gab, gab es kein Reich und Arm. Diese Begriffe gab es überhaupt nicht. Die kommen erst mit Privatbesitz. Also wenn es dann zu extrem wird, dann findet Gott das nicht gut, weil wir das nicht gut finden. Und wir machen ein Gebot und wenn das dann klappt, dann steht das. Das Gleiche gilt für die Ungerechtigkeit, wenn jemand beschuldigt wird und umgebracht wird und so weiter, muss man da auch etwas machen. Sehr viele von diesen Geboten gehen in diese Richtung. Das ist die einfache Diagnose, Weg zur Diagnose. Ein interessanterer Weg ist, das jetzt ist rein empirisch, rein korrelativ. So hat man angefangen, genau zu beobachten. Stellen Sie sich mal vor, eine neue Seuche entsteht. Und die kommt von Tieren. Und das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass man sich bestialisch verhalten hat. Das wird in der Bibel mehrfach erwähnt. Nicht? Das kann man dann ziemlich rasch beobachten. Und dann wird daraus generalisiert. Ich glaube, du musst bestialisch nochmal auf Deutsch also sodomitisch. Okay, Sodomie, das ist gut Deutsch, bestialisch. Egal. Ja, also, dass man es treibt mit Tieren. Ja? Das, in dieser Art von Situationen ist die Chance, dass etwas überspringt, natürlich viel, viel größer. Das kann man aber rasch erkennen. Muss nicht immer richtig sein, aber statistisch gesehen ist das viel wahrscheinlicher, dass man es dann erkennt. Oder denkt man auch mal an Homosexualität. Wenn Sie alt genug sind, wissen Sie, das war doch die AIDS-Krankheit, nicht? Bevor alle es bekommen haben, weil homosexuelle Sexualität eine höhere Chance hat, dass da Körperflüssigkeiten ausgetauscht wird, weil da ein bisschen höhere Chancen auf Verletzungen da sind. Und das hat man dann auch erkannt. Das Interessante ist, Homosexualität war wahrscheinlich sehr häufig ethnografisch gesehen ist es fast universell. Man kann annehmen, dass es häufig war. Bestialität ist ein bisschen schwieriger, denn Wildtiere halten nicht stille. Also aber egal. Man hat diese Korrelationen gemacht und sagt,
hey, was wir früher gemacht haben, das darf jetzt nicht mehr. Die sind schwieriger, diese zweite Klasse, aber die hat man dann auch entwickelt. Und diese 613, die lassen sich also, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, die lassen sich nämlich in allerhand Bereichen unterteilen und für jedes könnte ich ein tolles Bibelzitat geben, aber ich nehme an, viele von Ihnen sind bibelfester als ich sogar, also das können Sie. Aber eine große, wichtige Klasse ist die Festigung des Monotheismus. Denn diese ganze Sache, ich meine, es geht darum, um das Volk bei der Stange zu halten. Die ganze Sache funktioniert nur, wenn alle Leute, they buy into it, wenn sie das akzeptieren und selber auch wirklich überzeugt sind, dass es diesen einen Gott gibt und dass er bestraft. Und was auch sehr wichtig ist, Bestrafung, denk mal an Seuchen und Dürren und so weiter, sind sehr oft kollektiv. Das bedeutet, dass ich jetzt alle anschauen muss und auch selber Polizist werden muss, damit das nicht über die ganze Gruppe herunterkommt. Also, Festigung des Monotheismus ist eine sehr wichtige Aufgabe und Gott donnert links und rechts mehrere Seiten lang, was passiert, wenn sie nicht an ihn glauben. Okay, das ist der erste. Wir reden noch von den 5 Büchern Mose. Das zweite ist also eigentlich diese Reaktion auf diesen komischen Umständen, die völlig neu sind, die aber problematisch sind. Und wir nennen es das kulturelle Katastrophenschutzsystem. Nicht? Wie gehen wir damit um? Und dann haben wir, die sind sozial teilweise, die sind ökologisch teilweise, das ist eine ganz große Mischung. Man kann es so einteilen. Das erste ist die Eindämmung von Gewalt, von Eskalation. Zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das tönt, wow, Gewalt. Aber es ist eine Runterstufung der Eskalation. Denn früher hat sich das oft dann eskaliert zu Feten zwischen so einer Art, wie sagt man das auf Italienisch, Vendetta-artige Situationen, nicht? Also, und das wurde ganz klar festgelegt und für welche Übergriffe man wie gestraft werden sollte. Dann die interne Solidarität muss gestärkt werden. Zum Beispiel, wenn man als Jude Sklaven hat, dann ist man nach 7 Jahren, muss der Sklave freigelassen werden und oft bekommt er noch was und solche Sachen. Es gibt, jedes 3. Jahr muss 10% der Ernte an die Leviten gehen, die dann auch die Armen und so weiter davon zu essen geben. Man sieht, es ist also hochsolidarisch. Denk mal zurück an Jäger-Sammler. Man versucht also wieder ein bisschen diese alten Umstände herzustellen. Schutz gegen Krankheiten. Dann kommen die Körperflüssigkeiten. Irgendwie war da was mit Körperflüssigkeiten. Nicht schlecht, wenn man keine Mikrobiologie hat. Also, und da kommen dann also eine ganze Reihe von Sachen, die übrigens auch interessanterweise oft zu Übergeneralisierung führen. Also bestimmte Körperflüssigkeiten, die überhaupt kein Problem haben, werden dann auch involviert. Und sehr revolutionär und unglaublich gegen die erste Natur. Die Kranke sind Bestrafte, muss man also isolieren. Was macht eine Mutter, wenn das Kind krank ist? Genau das Umgekehrte. Wir werden also sehen, das wird später korrigiert. Aber das war die Diagnose. Und jetzt würde man sagen, hey, Hut ab. Denn denk mal an Corona, alles Maskenpflicht, Lockdown, das hat funktioniert. Nicht? Also man sieht, es ist wirklich eine intellektuelle Meisterleistung, was man da produziert hat. Und dann kommen allerhand Sachen, um das System wasserfest zu machen. Das geht vielleicht ein bisschen zu weit, das wird alles kompliziert. Aber für die Leute, die gerne die Bibel lesen, denken Sie mal an Haderwasser. Wenn es he said, she said, und jetzt, wie lösen wir das? Haderwasser löst das. Sündenbock, ja, was weißt du, wir laden alle Sünden, dann schicken wir den Bock und da ist dann, der sündet oder wird geopfert für uns. Alle Sünden sind dann wieder einmal im Jahr, nicht, sind dann wieder verschwunden. Unmengen Regeln für Priester. Wahrscheinlich, weil dann in diesem Kreis manchmal etwas nicht geklappt hat und dann hat der Priester vielleicht etwas Falsches gemacht. Und auch Priester darf Gott ja nicht beleidigen.
Jemand mit, Entschuldigung, zerquetschten Hoden und so weiter darf kein Priester sein, denn man muss perfekt sein im Auge Gottes. Also man sieht, da ist unglaublich viel nachgedacht. Wie gesagt, 613 von diesen Sachen. Aber der ganze Grund, der ganze Witz vom Ganzen ist, dass man versucht hat, ein System aufzubauen, das das Volk schützt. Und was ich noch vergessen habe, diese Gerechtigkeitssache. Da stehen wirklich Sachen drin, also zum Beispiel in einem Gericht musst du die Wahrheit sprechen und keine Angst haben, dass jemand dich danach verfolgt. Wow, das ist Jäger-Sammler-Sprache, würde ich sagen. Also man sieht, die haben versucht, inklusive die Könige, zu einer Art Zusammenleben zu zwingen, das gut ist für die Gesellschaft und gut für alle Individuen in dieser Gesellschaft, wobei alle sich daran halten sollen. Und das ist eigentlich die große Leistung, finden wir, von der ersten 5 Bücher Mose, dass sie das System aufgebaut haben, mit einem ganz strengen, aber gerechten Gott. Danke. Wir scherzen dann, dass eigentlich die Tora, die 613 Gebote und Verbote, die Hausordnung der Schöpfung sind. Weil wenn man sich dran hält, ist alles gut, wenn nicht, dann gnade dir Gott. Das System ist natürlich fürchterlich rational und das ist ja das Schöne an der Bibel, dass sie das auch dokumentiert. Also Mose, Exodus ist ja eine einzige Geschichte, wie sich das Volk mit Händen und Füßen gegen diesen neuen, gesetzeslüsternen Gott zu wehren. Es ist zu abstrakt, es funktioniert so nicht. Und wichtig ist ja auch, was aus heutiger Perspektive und auch vor allem aus christlicher Perspektive immer ein bisschen untergeht, ist ja, dass dieser Gott, der straft und belohnt im Hier und Jetzt. Das Jenseits als Ort der göttlichen Gerechtigkeit existiert noch nicht. Das ist ja der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Max Weber sprach noch vom Gott der gerechten Vergeltung. Die Erfahrung zeigte aber dann, selbst wenn man sich daran hielt, Krankheiten kamen trotzdem, Kriege kamen trotzdem, die sich nicht dran hielten, führten trotzdem ein gutes Leben. Und zudem passt es auch zu dieser Psychologie irgendwie nicht, dass ein Gott für all dieses Ganze irgendwie zuständig ist. Insofern gab es jede Menge Widerstände und das ist das, was uns besonders fasziniert hat, dass dann in der Bibel, diesem Tagebuch der Menschheit, man weiter darüber nachdachte und danach gebessert hat. Wir sehen dann ja schon in dem Psalm, taucht plötzlich der tröstende Gott auf. Der Kranke tröstet, was ja eigentlich ein Widerspruch ist, weil nach der Logik der Tora ist Gott derjenige, der die Krankheiten geschickt hat. Ist ja eigentlich schizophren, aber das ist eben das, warum wir auch sagen, die Bibel ist eine pluralistische Schrift, die kein Problem hat mit unterschiedlichen Konzepten. Und wie in einem Tagebuch, da reißt man auch nicht alte Seiten raus, sondern lässt sie stehen und lebt mit diesen Widersprüchen. Und so sehen wir dann immer weiter, dass dann auch plötzlich die Dämonen und der Teufel die Rolle bekommen, dass dann im Buch Daniel die Idee plötzlich aufscheint, dass eben dann nach dem Tod die Menschen belohnt werden könnten, was mit den Märtyrern zu tun hat. Aber wir müssen jetzt wirklich etwas auf die Tube drücken. Und das sind dann alles Dinge, die schon in der hebräischen Bibel auftauchen, aber aus denen dann das Neue Testament Kapital schlagen wird. Und damit sind wir bei Jesus von Nazareth, um jetzt etwas Gas zu geben. Und deshalb bitte ich Karel, das kurz auszuführen und ihn vor allem darum zu bitten, nicht wieder zu predigen. Ich gebe mir Mühe, denn wenn man ins Neue Testament reintaucht und man hat Erfahrung mit Jägern und Sammlern und als Evolutionsbiologe wie ich, der Menschheitswerdung versucht zu verstehen, dann denkt man, hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe eine Liste gemacht mal. All diese Merkmale, die ich nennen werde, das sind genau die Merkmale, die man erwartet bei Jägern und Sammlern. Sie ziehen herum, die Jesus-Gruppe, die zieht herum, frei wie die Vögel, das steht da nicht. Sie sammeln, sie bauen nichts an, sie haben kein Vieh, sie sammeln sie. Und sie sagen auch, die Vögel, die essen doch auch einfach, was da ist. Privatbesitz muss man aufgeben, wenn man Mitglied werden muss.
Wenn man reich ist, steht man unter Generalverdacht. Denken Sie mal ans Kamel und das Nadelohr. Nicht? Alles wird geteilt. Und ich meine damit, eine wissenschaftliche Erklärung gefunden zu haben für die Vermehrungswunder. Wie viele Brote waren es nochmal und plötzlich wurden es Tausende, weil irgendwo hat jemand noch etwas und plötzlich sieht es aus und wenn man gemeinsam isst. Aber es geht darum, eigentlich ist das eine poetic license, könnte man sagen, um zu sagen, schau mal, wir teilen alles und dann fühlt es sich an, als ob es viel mehr da ist als sonst. Sie haben nicht in kleinen Familien gelebt. Jesus war eigentlich nicht so ein Freund von Familien, wissen wir auch in seinen Aussagen. Und also sie haben in Gruppen gelebt. Die Jäger-Sammler-Gruppen waren mehrere Familien zusammen und allerhand angeschlossenen Leuten, die nicht unbedingt verheiratet waren und so weiter. Das ist genauso wie in dieser Gruppe. Und was unglaublich wichtig war, war das gemeinsame Essen und Trinken, wie bei den Jägern und Sammlern. Die Verhältnisse waren egalitär. Jesus hat immer verneint, dass er der Anführer oder sowas war. Er hat ja die Füße der Jüngern gewaschen und nicht umgekehrt. Sie waren wirklich ausgerichtet wegen dieser Solidarität wieder aus Versöhnung und Verzeihung. Eine meiner Favoritengeschichten ist die mit der Ehebrecherin, wo er sagt, okay, sie wollten sie ja steinigen und dann haben sie Jesus gefragt, ja und du, was hast du jetzt davon? Da hat er gesagt, ja, wer noch nie gesündet hat, dann werf mal. Und dann gingen alle weg, denn man weiß, niemand ist perfekt. Verzeihung, Versöhnung, man muss die Truppe beisammenhalten. Inklusivität, ich glaube, das war eine kanaitische Frau, die bei Jesus war, die hatte, ich glaube, eine Tochter, oder? Ein Kind, das krank war. Erst wollte Jesus nichts damit zu tun haben, denn das war eine Kanaiterin. Nach einer Weile hat sie ihn überzeugt. Inklusivität. Also die strikte ethnische Umgrenzung könnte man aufgeben. Und vielleicht das Allerwichtigste, zumindest für unser letztes Buch, Frauen waren stark beteiligt in dieser Gruppe, in dieser Bewegung. Und es war damals überhaupt nicht logisch, dass Frauen so eine wichtige Rolle spielten. Fragen Sie sich mal, wer war da bei der Kreuzigung und wer war da bei der Wiederauferstehung? Also das ist schon, für uns kann man das zusammenfassen als eine Art Wiederentdeckung der Jäger-Sammler-Werte in einer Zeit, wo es die eigentlich nicht mehr gab in der Umgebung. Vielleicht am Anfang, als der Bibel geschrieben wurde, die ersten Bücher Mose, da gab es noch so Kontakte vielleicht links und rechts, aber rund Jahr 0 war das unmöglich. Das war eigentlich die menschliche Natur oder göttliche Inspiration, je nachdem, wie Sie wollen, die zu dieser Wiederbelebung von diesem Ethos geführt hat. Und das ist ja auch der Grund, warum Jesus eben selbst einen Atheisten wie Richard Dawkins fasziniert, weil das einfach urmenschliche Werte sind, also das, was wir unsere erste Natur nennen. Deshalb ganz schnell noch die große Frage ist, und warum ging das alles schief? Weil wenn man überlegt, Jesus predigt Armut, Gleichheit und war ein Frauenfreund und man dann überlegt, in seinem Namen reagiert heute noch die katholische Kirche als die wohl reichste, hierarchischste und wohl frauenfeindlichste Institution der Menschheitsgeschichte. Wie konnte das passieren? Der Bruch kommt eben gerade aus christlicher Perspektive nicht unbedingt immer in den Blick, weil man ja eher versucht hat, die Kontinuitäten zu betonen. Wichtig ist eben zu sehen, dass es diverse Zufälle und vor allem aber Transformationen gab. Ganz wichtig ist eben, dass die durchaus jüdische Lehre des Jesus von Nazareth um das Gesetz amputiert wird, reduziert und in eine komplett andere Welt versetzt wird, nämlich die griechisch-römische. Und wir schreiben dann in Eva oder stellen die Frage, dass der Erfolg ja gerade jenem Apostel zu verdanken ist, der wohl am weitesten von Jesus entfernt gewesen ist, nämlich Paulus. Die eigentliche Jesusbewegung ist in Jerusalem ausgestorben. In der neuen Welt der griechisch-römischen verschmelzen Teile dann oder werden aufgeladen mit griechischer Philosophie, früher Wissenschaft, römischer Weltanschauung,
Die Kirchenväter sind alles griechisch Gebildete. Vieles, was das Christentum prägen wird, hat keine biblische Grundlage. Die Dreifaltigkeit, die Allmacht Gottes, in der Bibel davon keine Spur. Für Frauen ist das besonders fatal, weil die griechisch-römische Welt zutiefst patriarchal ist und das frühe Christentum natürlich nur eine Chance hat, wenn es sich diesen Dingen anpasst. Ganz entscheidend ist als letzter Punkt, die Lehre wechselt die Seiten. War die Bibel ein Tagebuch der Menschheit, in dem in Anführungszeichen schwache, verfolgte Menschen darüber resonierten, wie sie endlich in einer besseren Welt leben und die Starken und Reichen und Despoten endlich in die Schranken weisen können? Also sie wollen in einer friedlichen Welt leben, gerät sie seit Kaiser Konstantin in die Fänge der Macht und wird das, was wir Herrschaftsreligion nennen. Konstantin war nicht begeistert aufgrund der Barmherzigkeit vom Christentum, sondern er sah nur die perfekte, absolutistische Herrschaftslegitimation. Und seither gilt die Bibel als unantastbares Wort Gottes. Die Arbeit an diesem Tagebuch der Menschheit, dieser pluralistischen Schrift, wurde eingestellt. Seit an war jeder Zweifel, jedes Infragestellen verboten, wurde verfolgt. Kein Wunder, dass die Bibel quasi auf dem Stand der Spätantike stehen geblieben ist, dass sie sich immer mehr von dem Menschen entfernt hat. Wäre sie weitergeführt worden als pluralistische Schrift, hätte jede Generation neue Konzepte hinzugefügt, würden wir heute vielleicht über das 7. Testament diskutieren. Und jetzt noch die Überleitung, den letzten Ausblick zu Karel. Denn trotz dieser Entwicklung sehen wir eigentlich auch wieder da Elemente reinschleichen. Also die ganze Maria-Verehrung. Das ist etwas, das in frühen Religionen und bei den sogenannten Naturvölkern, Mutterverehrung ist natürlich ganz normal. Maria kommt kaum zur Sprache in der Bibel, es ist also nachbiblisch. Und natürlich all diese Heiligen, die entstanden sind, für jeden Beruf, für jedes Anliegen gibt es irgendwo einen Heilige, der für dich vorspricht und so weiter. Das ist auch wieder eine weitere Anpassung an die menschliche Natur, die natürlich absolut nicht monotheistisch ist. Denn alles ist ja beseelt, alle Kräfte sind Akteure, die das ist zwar eine intellektuelle Meisterleistung, um das zu abstrahieren zu einem Gott, aber für normale Gehirne ist das nicht nachvollziehbar. Und jetzt ist das spannend, dass trotz dieser Institution, die eigentlich Omega predigt, das Alpha sich trotzdem durchsetzt und dass wir in den letzten Jahrhunderten eine Entwicklung sehen, trotz der Abrockung der Kirchen, könnte man sagen, wo eigentlich die Ideale der Jesusbewegung immer mehr zurückkommen. Wir würden sagen, die menschliche Natur wird wieder neu entdeckt, das hat auch mit Wohlstand zu tun und so weiter. Man kann es deuten, wie man möchte, aber im Prinzip geht es immer mehr Richtung Neues Testament in unseren Gesellschaften, auch wenn niemand das mehr glauben möchte. Wie es dann aber weitergeht, das steht in den Sternen, darüber können wir nichts sagen. Danke Ihnen. Das ist ja das Interessante bei diesem Projekt, Tagebuch der Menschheit, dass es diese verschiedenen Perspektiven ausgehend von einem Thema auf die Menschheit gibt. Wir haben jetzt Kai Michel und Karel von Schaik gehört aus dieser kulturwissenschaftlichen, evolutionsbiologischen Perspektive. In einem kurzen Gespräch mit Conny Schmid wollen wir jetzt noch die theologische oder sagen wir bibelwissenschaftliche Perspektive auf das Thema reinbringen. Dann ein Gespräch zu dritt bzw. zu viert, um anschließend natürlich auch den Raum zu öffnen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen aufzunehmen oder Kommentare. Als erstes würde mich interessieren, darf man das, so etwas mit der Bibel tun? Ist das nicht in fremden Gärten oder in Ihrem Garten rumgetrampelt?
Also ich muss zunächst einmal sagen, Karel van Schaik hat das erwähnt zu Beginn seines Referats, es gibt einen gewissen In-Group-Bias und das hindert mich jetzt daran, diesen Zugang zu kritisieren. Wir kennen uns seit langem und ich bin dankbar für diese evolutionsbiologische und sozusagen fundamental anthropologische Perspektive der Bibel. Darf man das? Ich glaube, man darf alles, was hilft, was nützt und was erklärt. Und ich glaube, bei Karel van Schaik und Kai Michel wird dieser Zugang grenzbewusst insofern wahrgenommen, als sie das sowohl in ihrem Buch schreiben, als auch in allen Veranstaltungen eigentlich selber auch sagen, wie kann das sein, dass eine fundamentale Entwicklung der Menschheit, die vor 11.000 Jahren vor Christus stattgefunden hat, nämlich die Sesshaftwerdung. Wie kann das sein, dass es in einem Text des ersten Jahrtausends und also vor Christus und den beginnenden Jahrhundert nach ist, wie kann das da reflektiert sein? Und ich glaube, das ist von euch klar herausgestellt worden. Natürlich stehen da Jahrtausende dazwischen, aber die grundsätzlichen anthropologischen Begebenheiten, die sind, glaube ich, tatsächlich plausibel dargestellt, also dass uns diese erste Natur der Menschen nach wie vor prägt und dass es gewissermaßen wirklich subkutane Erinnerungen gibt in biblischen Texten, die das reflektieren. Und ich denke eben, das Paradebeispiel beziehungsweise der Ursprungsentdeckungsgegenstand war ja die biblische Paradieserzählung, wo man sieht, da wird im Prinzip die Sesshaftwerdung, die Vertreibung aus dem Paradies, das Entstehen von Ackerbau als eigentlich die Urstunde einer zivilisatorischen Menschheit bezeichnet. Und dass es da Korrespondenzen gibt, das glaube ich, das ist tatsächlich ohne weiteres zu erkennen. Was man euch natürlich ab und zu vorgeworfen hat, ist dieser Ursprungsromantismus oder die Ursprungsromantik gegenüber der Jäger- und Sammlerexistenz, die sich ein Stück weit auch wieder in einer gewissen Romantik oder romantischen Sicht auf die Jesusbewegung wiederholt. Aber hier, denke ich, geht es um die Hierarchisierung der Erklärungen. Also aus meiner Sicht funktioniert der evolutionsbiologische Ansatz im Blick auf die Bibel am besten in der biblischen Urgeschichte, in Genesis 1 bis 11, aus einfachen Gründen, weil dort eben genau auf die Conditio Humana reflektiert wird. Was ist der Mensch? Was prägt ihn? Woher kommt er? Karel van Schaik hat es auch genannt. In der Urgeschichte hat man ja so ein bisschen diesen Eindruck, früher war alles besser. Und das stimmt, aber das hängt nicht irgendwie mit einer bourgeoisen Nostalgie zusammen der Bibel, sondern es hängt damit zusammen, dass die Bibel in der Urgeschichte eine mythische Struktur hat und die Lebenswelt immer aus einer Gegenwelt erklärt. Und Mythen, die behandeln Wesensfragen als Ursprungsfragen. Und deswegen kommen hier solche grundsätzlichen Dinge zur Sprache. Umgekehrt muss man sagen, eben zum Beispiel also die Interpretation der Jesusbewegung, man könnte das auch auf andere Epochen anwenden, etwa das persische, das hellenistische Judentum, also wo es Resonanzen gibt mit dieser ersten Natur des Menschen, also Solidarität, Mitgefühl, da sind offenbar religiöse Bewegungen erfolgreich. Fürs Christentum muss man wahrscheinlich sagen, dass es noch viele andere Faktoren gibt, also das Römische Reich, Griechisch als Einheitssprache und so weiter. Also insofern würde ich sagen, darf man es sicher, man muss es sogar machen. Ich finde, es ist eine sehr gewinnbringende Perspektive. Aber manchmal muss man vielleicht die entsprechenden historischen Faktoren, die dann zum Erfolg oder Misserfolg einer Religion führen oder einer religiösen Bewegung, noch spezifischer sortieren und hierarchisieren. Du bist jetzt sehr zurückhaltend mit deiner Kritik. Gerade weil ihr euch kennt, könntest du ja sehr viel stärker kritisieren. Ihr habt das Vertrauen. Jetzt ist mein Mikro wieder an. Ihr habt ja das Vertrauen zueinander. Also ich möchte da noch ein bisschen drauf rumreiten. Was bedeutet für dich als Bibelwissenschaftler die Paradiesgeschichte? Ja, also ich denke, für mich ist die Paradiesgeschichte
Adoleszenzmythos der Menschheit. Also ich würde sagen, es kommen hier natürlich noch andere Faktoren ins Spiel, als jetzt eben vielleicht so diese grundlegenden, wirklich ganz, ganz tiefgründigen Erinnerungen an das Verlassen der Jäger- und Sammlerexistenz der Solidarischen gegenüber jetzt eben einer sesshaften Existenz, wo Besitz, Stratifizierung, Gewalt und so weiter entsteht. Ich denke, die Paradiesgeschichte muss man lesen, wie viele biblische Geschichten, vor allem in der Urgeschichte. Man muss sie von hinten her lesen. Also es kommt immer darauf heraus, was am Schluss herauskommt. Und die Paradiesgeschichte möchte nicht erklären, wieso enthält da Gott den Menschen den Baum der Erkenntnis vor, sondern die Paradiesgeschichte möchte erklären, wieso leben wir eigentlich nicht im Paradies? Wieso gibt es Gebärschmerzen? Wieso kriecht die Schlange im Staub herum? Wieso muss der Mensch sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen? Und da kommt jetzt eben diese mythische Struktur zum Vorschein, dass man gesagt hat, vorher war es anders, also sozusagen die Situation im Paradies war anders Struktur, da waren die Menschen nahe bei Gott, aber sie hatten keine Erkenntnis. Nach dem sogenannten Fall haben sie umgekehrt die Erkenntnis, aber sie können nicht mehr in unmittelbarer Nähe zu Gott leben. Also ich glaube, die Paradiesgeschichte reflektiert über diesen Verlust einer Gottunmittelbarkeit, von der man eigentlich zu fast allen Epochen der Menschheit immer geträumt hat. Ein Schwerpunkt von dir ist ja auch jüdische Frühgeschichte und beispielsweise in der jüdischen Tradition geht man mit Eva anders um, als das in der christlichen Tradition in der Wirkungsgeschichte passiert ist. Das andere Buch von Karel van Schaik und Kai Michel ist eben Die Wahrheit über Eva. Und im Buch wird aufgezeigt, wie diese Eva-Erzählung ja auch ein Erklärmodell ist für die Ungleichbehandlung der Geschlechter. In der jüdischen Tradition gibt es die Erbsünde nicht. Eva ist auch der Mutterschoß, die Mutter alles Lebendigen. Aber diese Geschichte hat sich irgendwie nicht so durchgesetzt. Ja, also ich glaube, am Anfang der Bibel in Genesis 1 bis 3 haben wir 2 Erzählungen von der Erschaffung der Welt. Und beide haben völlig unterschiedliche Perspektiven auf das Geschlechterverhältnis. Also Genesis 1 hält fest, Gott schuf Mann und Frau als Ebenbild Gottes. Kein Unterschied. Beide sind sozusagen das Ebenbild Gottes, also in der Lage und auch in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Also hier haben wir eine völlig egalitäre Sicht. Das ist letztlich auch eine königsideologische Aussage. Ebenbild Gottes sind sonst eigentlich im Alten Orient nur die Könige. Hier wird das beiden Geschlechtern zugesprochen. In Genesis 2 bis 3 haben wir gewissermaßen die misogyne Variante dazu. Also unter den Strafsprüchen erscheint gegenüber der Frau die Aussage Gottes, also du sollst dem Mann untertan sein, er soll dir dienen und eben also es wird hier gewissermaßen göttlich das Patriarchat legitimiert. Das hat man immer als sehr, sehr reaktionär interpretiert, vermutlich ein Stück weit zu Recht, aber ein Aspekt ist immer vergessen gegangen, nämlich, dass diese Legitimierung, diese göttliche Legitimierung des Patriarchats unter den Strafsprüchen erscheint. Also die Personen, die Genesis 2 bis 3 geschrieben haben, die haben in einer patriarchalischen Gesellschaft gelebt und sie interpretieren das Patriarchat, die Herrschaft des Mannes, nicht als eine Segenstat Gottes, sondern als eine Strafe. Also es ist Ausdruck einer Minderung einer ursprünglich anders gedachten Lebenswelt. Und inwiefern passen jetzt für dich diese Interpretationen dieser beiden Genesis-Erzählungen, inwiefern passt das jetzt für dich zusammen mit dem, ich sage jetzt mal, evolutionsbiologischen Interpretationen? Ja, also ich glaube wirklich, hier muss ich wieder auf diese mythische Struktur der Urgeschichte verweisen. Die Urgeschichte möchte wirklich auf die fundamental anthropologischen Gegebenheiten menschlichen Lebens reflektieren und das macht sie, indem sie eben versucht, auf
ganz fundamentale Entwicklungen zurückzuschauen. Und natürlich hat man sich diese Entwicklungen nach der Maßgabe der damaligen Wissenschaft vorgestellt. Ich glaube, das ist für diese Vorlesungsreihe, glaube ich, auch ganz zentral zu sagen, die Bibel expliziert nicht einfach einen Schöpfungsglauben, sondern was wir in Genesis 1 bis 3 lesen, ist Wissenschaft. Nicht unsere Wissenschaft, wir wissen heute vieles besser, aber antike Wissenschaft, die Wissenschaft von vor 2500 Jahren. Und dort hat man sich auch mit den Nachbarkulturen verständigt, etwa bezüglich des Weltbildes, Wasser oben, Wasser unten. Das ist dasjenige, was man an den babylonischen Universitäten von damals gelehrt hatte. Also das sind die ganz zentralen Elemente. Aber es ist natürlich klar, dass in Genesis 1 bis 3 wird ja nicht nur Kosmologie dargestellt, sondern man diskutiert dort ein sogenanntes soziomorphes Weltbild. Also Mensch-Mensch, Mensch-Gott, Mensch-Tier-Beziehungen gehören in die Kosmologie hinein. Und wenn man soziomorph sich dieses Weltbild eben überlegt oder entwirft, dann ist klar, dass die entsprechenden Perspektiven von Kai Michel und Karel Scheik natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Denn diese erste Natur der Menschen, beziehungsweise dann die zweite Natur, die eben durch die Kulturleistungen, Recht, Moral, Gesetz, Religion und so hinzukommen, das prägt entsprechend dann die Weltsicht und fließt dann in diese Ursprungsmythen in Genesis 1 bis 3 ein. Und deswegen ist das gewissermaßen eine geistesarchäologische Rekonstruktion der Longue Durée, die Karel van Scheik und Kai Michel hier betreiben und die entsprechend eben auch einen neuen Evidenzkontext dann herstellen. Wenn ich dir zuhöre, dann bettest du ja auch sehr stark ein. Die Erzählung, du hast einen historischen Zugang zu den Bibeltexten. Ja, du kontextualisierst das und legst das natürlich auch, wenn du das möchtest oder das Publikum, theologisch aus. Jetzt ist es aber ja doch so, dass diese Bücher zuhauf verkauft und gekauft werden, bibelwissenschaftliche Arbeiten meistens nicht so in die Öffentlichkeit kommen und diese breite Wirksamkeit haben. Gibt es da einen gewissen Neid? Nein, ich glaube, das kann ich wirklich mit ganz offenem Herzen verneinen. Ich freue mich eigentlich zutiefst an diesem Erfolg. Und das ist ja eigentlich auch wirklich dasjenige, was Karel van Scheik und Kai Michel gemacht haben, gewissermaßen die Bibel geöffnet für Personen, die eigentlich dazu keinen Zugang gefunden haben. Ich glaube, Karel, du erzählst das vor allem von der holländischen Version, dass dort wirklich viele Personen in einem säkularisierten Land plötzlich sagen, doch, also da bekomme ich einen neuen Zugang. Ich muss dir ein bisschen widersprechen bezüglich der bibelwissenschaftlichen Publikationen und ihrem Erfolg. Ich habe einmal mit dem Verlagschef von UTB, also den Roten Universitätstaschenbüchern, geredet. Also Religion und Theologie, das ist der zweitstärkste Markt nach Jura. Und das widerspiegelt natürlich bei weitem nicht die Studierendensituation, sondern das widerspiegelt das Interesse. Jeder Mensch muss sich irgendwie mit der Zufälligkeit und der Endlichkeit seiner Existenz auseinandersetzen und das kann man in gepflegter oder ungepflegter Weise machen. Wenn man es gepflegt machen will, dann ist man an die Bibelwissenschaft gewiesen. Jetzt ist es ja aber schon so, dass Karel van Scheik und Kai Michel eher so die großen Zusammenhänge in den Blick nehmen, den Kontext und weniger auf einzelne Personen oder Bibelstellen in all ihren Facetten eingehen. Inwiefern hat das schon auch seine Tücken aus jetzt theologischer oder bibelwissenschaftlicher Sicht? Ja, also natürlich auf Tücken herumzureiten, das ist immer billig und einfach. Ich möchte zunächst einmal den Verdienst herausstellen. Also das ist ein altes Prinzip von Schleiermacher schon gesagt. Wenn man etwas verstehen will, dann braucht man das Ganze und die Teile. Man kann nicht einfach bottom-up nur immer die Kleinteiligkeit anschauen und dann von dort her extrapolieren, denn das wird immer auch bestimmt von der Gesamtperspektive. Und insofern ist gewissermaßen der Blick
aus einer übergreifenden Perspektive sehr wichtig und erschließt vieles. Also wenn man gewissermaßen diesen Mut nicht hat, gewissermaßen auf die Gesamtgeschichte der Menschheit zurückzublicken, dann entdeckt man nicht diese Resonanzen mit der ersten und der zweiten Natur der Menschen in diesen Texten und der geistesgeschichtlichen Entwicklung, die hinter der Entstehung der Bibel steht. Aber natürlich, also Wissenschaftler, die konzeptualisieren nicht nur, sondern sie differenzieren auch. Und also jetzt zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist jetzt an der heutigen Präsentation, ist die vielleicht etwas eindimensionale Wahrnehmung der Torah mit einem gerechtigkeitsversessenen Gott. Das ist gewissermaßen der deuteronomistische Blick auf die Torah. In der Torah findet man genauso, beziehungsweise auch sehr, sehr prominent, dasjenige, was man in der Bibelwissenschaft als die priesterliche Perspektive identifiziert, gewissermaßen diejenige Darstellung Gottes, der im Prinzip jeglicher Vergeltungslogik entsagt und sagt, also ich bin euer Gott und ob ihr mein Volk sein wollt, das ist eigentlich egal. Also das deutlichste Zeichen dieser Gottesvorstellung ist in der Bibel in Genesis 9 beschrieben. Also Gott hängt seinen Bogen, den Regenbogen, in die Wolken und verändert sich von einem Gott, der gewissermaßen sich erzürnen lässt durch die Sünden der Menschheit in Genesis 6, zu einem Gott, der davon eigentlich komplett abstrahiert. Und er sagt, also ich will keine einzige Katastrophe über die gesamte Schöpfung mehr bringen. Also das ist gewissermaßen die Absage an den Katastrophenkatalog der Genesis. Innerbiblisch gesehen geht es hier vor allem auch um eine Kritik der prophetischen Tradition. Die Propheten haben ja zum Teil so etwas wie ein Weltgericht angekündigt, Jeremia 25, Jesaja 34. Und die Bibel sagt in Genesis 9, ein Weltgericht, das hat es mal gegeben. Aber das ist ganz, ganz, ganz lange her. Und am Anfang der Geschichte hat das stattgefunden. Und damit ist das für Gott eigentlich erledigt. Also hier wird eigentlich der ganzen prophetischen Gerichtsbotschaft innerbiblisch eine Absage erteilt. Und also solche Differenzierungen würde ich vielleicht einbringen. Also da eben diese deuteronomistische Vergeltungslogik der Torah ist natürlich gewissermaßen in der Auslegungsgeschichte breit zelebriert worden und bestimmt dann halt vielleicht auch die Wahrnehmung dieser Texte. Ich würde euch bitten, dazu zu stoßen. Ich dachte, es kommt ein bisschen mehr Kritik und ihr könntet darauf reagieren, aber wie wirkt das, wenn der Bibelfachmann jetzt so über eure Arbeit spricht? Wir haben ihn ja bestochen. Also insofern, ich muss deshalb auch noch loben. Also es ist ja nicht so, es gibt ja auch noch andere erfolgreiche und sehr, sehr empfehlenswerte Bibelbücher. C.H. Beck, die Geschichte, die Entstehung der Bibel. Ja. Ich freue mich immer, wenn es gibt es mittlerweile auch als Taschenbuch, ist auf dem Markt auch extrem erfolgreich. Ich freue mich immer, wenn es in den Buchhandlungen direkt neben unserem Tagebuch steht. Nein, also es gibt ja keine Konkurrenz. Wir freuen uns natürlich, das war ja auch das, was ich am Anfang versucht habe zu signalisieren. Wir sind ja überrascht, dass wir überhaupt in diese Gespräche mit der Theologie kommen, denn wir haben nie die Kirchen, nie die Gemeinden, nie die Theologen und Theologinnen als unser Publikum angesehen, sondern wir haben eigentlich für Leute wie uns geschrieben. Es passiert ja gerade in der amerikanischen Anthropologie, sehr viel wird über Religion und Evolution nachgedacht, aber die gehen nie in die Texte, die gucken sich die Sachen historisch nicht an. Und wir wollten zeigen, guckt euch das an, was die Bibel für eine wichtige Quelle ist. Deshalb sagen wir auch, wir haben keinen Anspruch, die Bibel zu erklären oder mit der Theologie in Konkurrenz zu treten. Wir wollen nur eine verborgene Seite der Bibel offenlegen und zu zeigen, dass sie eine anthropologische Quelle von Weltrang ist. Und insofern, dass wir da andere Ansichten in manchen Dingen haben, ist völlig klar. Aber deshalb muss ich eben auch großes Kompliment machen an die Theologie, an die Kirchen, an die Gemeinden und so weiter. Wir stoßen dort auf eine große Offenheit, auf eine große Neugier, auf eine große Diskussionsbereitschaft. Und wir sind eigentlich nie, zumindest nicht in offener Weise, angefeindet worden, sondern immer mit offenen Armen. Wie erklärst du dir das? Das Fundament für unser Buch ist ja mehrere Jahrhunderte Bibelwissenschaft.
Und wir bringen ein paar neue Elemente dazu. Und was für mich eigentlich die interessanteste Reaktion war von normalen Leuten, die sagen, ja, ich habe mich immer ein bisschen geschämt für die Bibel, denn die Geschichten, die konnte man ja nicht verstehen. Aber jetzt passen sie, plötzlich, ich kann sie verstehen. Und also wenn man diesen historischen Kontext mal schildert, dann macht Kain und Abel plötzlich Sinn. Denn für einen Jäger-Sammler ist das erstaunlich, wenn Brüder sich umbringen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssen beide einen Elefant mit einem Speer umbringen und der Bruder sagt, nö, mache ich nicht mehr mit. Dann ist das ungeheuer gefährlich. Jetzt bei den Brüdern, weil der älteste Bruder wird jetzt das Ganze erben und der zweite kriegt ein bisschen was mit, ist da plötzlich eine Konkurrenz zwischen den Brüdern da. Und das hat man eigentlich nie verstehen können. Und jetzt macht es Sinn. Vielleicht gibt es da auch wieder andere theologische Sachen. Man muss nicht das als Konkurrenz sehen. Denn das ist genau diese Mythenformung. Wir wissen ja auch die Ugarit-Geschichte zum Beispiel, dass es früher ganz andere Versionen gab. Was wir jetzt denken als Wissenschaft, Wahrheit, gesichertes Wissen und so weiter, war eine ganz andere Sache damals. Und deshalb gibt es zwischen all diesen Deutungen eigentlich kaum Konkurrenz, es sei denn, ich gebe zu, zum Beispiel, wenn die Bibel selber ja ganz pluralistisch ist und sagt, ja, wir haben die priesterliche und die wie heißt die andere Tradition? Deuteronomische oder prophetische. Ja, dann haben wir das vielleicht auch selektiv gelesen. Das könnte man dann tatsächlich uns vorwerfen. Aber dass die Bibel da selber auch noch wieder eigentlich, dass es da diese Strömungen hat, ist an sich auch wieder interessant. Und das sind dann eigentlich auch keine theologischen Deutungen, das sind historische Deutungen dann. Und die ganze Theologie ist eigentlich, finde ich, ein bisschen schwierig zu finden in all diesen Diskussionen. Aber es ist ja interessant. Kai Michel hat am Anfang gesagt, ja, wir wollten nicht etwas über Gott erfahren, sondern über die Menschen. Aber für das habt ihr dann doch vorher recht viel über Gott und die Religion gesagt. Inwiefern? Ja. Beispielsweise, dass eben der strafende Gott vor allem in deinem Input so im Vordergrund stand. Aber weil wir haben die Bibel gelesen und da macht Gott diese Dinge. Also, da ist der Hauptaktor. Und da müssen wir einfach nacherzählen, was wir denken. Also die Leute, die Autoren, je nachdem, ja, von der Außenperspektive betrachtet, haben die Autoren, wie inspiriert sie auch waren, Gott, sagen wir mal, Wörter in den Mund gelegt, um die Welt zu erklären. Das kann man so deuten. Wir haben es ganz neutral deuten wollen, ohne Theologie. Ja, und wichtig ist ja auch, also wir sind Agnostiker, also wir nehmen einen wissenschaftlichen Zugang, um das auch mal klar zu sagen. Für uns ist der Gott der Bibel, wie er in diesem Text uns gegenübertritt, ist eine Konstruktion der Autoren damals. Also er hat für uns keine Realität. Also insofern treffen wir keine Aussagen über den Gott der christlichen Kirche oder so. Insofern, wir sind ja auch, um das auch mal zu sagen, weil ich bin ja von Hause aus eigentlich Literaturwissenschaftler und das fällt mir in theologischen Diskursen oder Diskussionen sehr oft auf. Es gibt natürlich jede Menge Methoden, mit denen man Texte interpretieren kann. Und jede ist legitim, ob sie psychoanalytisch, ob sie marxistisch, ob sie strukturalistisch, Foucault, diskursanalytisch, die theologische, die hermeneutische, das sind alles einzelne Lesarten. Und die stehen alle zusammen und zusammen ergeben die dann vielleicht ein komplettes Bild. Aber insofern ist ja nur eine Lesart von uns. Wir treffen keine Aussagen über den Gott der Theologie. Nein, ihr konzentriert euch schlussendlich vielmehr auch auf die Struktur oder auf das, was dann die Menschen gemacht haben. Aber Conny hat gelacht ich und wollte musste etwas schon ergänzen. ganz zu Beginn von eurer Präsentation etwas auf den Mund sitzen, als ihr gesagt habt, wir machen keine Theologie, sondern wir machen Anthropologie. Und da muss man vielleicht eben aus einer theologiegeschichtlichen Perspektive sagen, dass es natürlich einen sehr breiten Strang in der Theologie gibt, die sagt, man kann eigentlich Theologie nur als Anthropologie entwickeln, denn wenn wir uns Gott einfach so zum Gegenstand machen, dann erzählen wir über irgendetwas, aber nicht über Gott selber, vielleicht über unsere Vorstellung davon. Was wir machen können, ist über den Menschen sprechen, also bei
Bultmann gibt es das, diese Entwicklung der paulinischen Theologie, aus Anthropologie. Also von daher würde ich sagen, aus einer theologischen Perspektive würde man nie diese scharfe Grenze zwischen Anthropologie und Theologie ziehen. Und etwas Zweites, das ist gewissermaßen mittlerweile auch schon fast ein formgeschichtliches Genre-Merkmal eurer Vorträge, dass ihr das rahmt durch die Aussage, wir sind Agnostiker. Und man hat da manchmal etwas den Eindruck, das sei so gedacht, ich weiß bei euch jetzt nicht so gemeint, als ein wissenschaftliches Gütesiegel. Also wir sind nicht Theologen, wir sind nicht Gläubige, sondern wir sind Agnostiker. Und da würde ich sagen, also jetzt aus meiner Sicht, oder ich bin als Theologe gewissermaßen Monist, oder ich würde sagen, das ist einer der Grundfehler in allen christlichen oder jüdischen oder sonstigen religiösen Strömungen, wenn man sagt, wir haben eine spezielle Offenbarungswahrheit. Dann begibt man sich gewissermaßen in das Gebiet religiöser Sondergruppen. Und die Theologie und auch der Umstand, dass die Theologie an der Universität beheimatet ist, sagt ja genau, wir engagieren uns in diesem Dialog. Und ob jemand Freudianer, Agnostiker oder evangelikal ist, spielt eigentlich keine Rolle in der Interpretation der Bibel. Natürlich gibt es von einzelnen Perspektiven her vielleicht bessere oder intensivere Resonanzen, aber eigentlich versuchen wir eben die Bibel so auszulegen wie jede andere Literatur auch. Aus theologischen Gründen, nicht aus bilderstürmerischen Gründen, sondern aus theologischen Gründen, weil wir sagen, es ist letztlich eine Wahrheit, mit der wir uns aus menschlicher Perspektive beschäftigen. Das wäre nämlich eine Frage gewesen. Dieses Agnostische, das taucht wirklich immer auf bei euch. Ist das ein bisschen Koketterie vor dem Publikum? Ja, für mich war es, ich wollte niemanden beleidigen, den Glauben wegnehmen. Ich wollte einfach die Bibel mal lesen. Aber wieso hattest du überhaupt schon diese Befürchtung, dass das passieren könnte? Hallo, Galileo und so weiter. Ich meine, das gibt doch seit Jahrhunderten einen Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion und das möchte ich hinter mir lassen. Denn wir wissen alle, ich bin so einer, der glaubt in diesem Magisteria. Nicht? Die Wissenschaft hat ihr Bereich, Zuständigkeitsbereich, die Theologie hat ihr Zuständigkeitsbereich. Und ich möchte nicht mit meiner Kappe auf über den anderen Bereich etwas aussagen. Was Conny jetzt gerade sagt, tönt ein bisschen, als ob, weil wir anthropologische Interpretationen machen, wir trotzdem auch ein bisschen Theologen sind. Das ist mir neu. Ich habe mich nie als Theologe gefühlt und immer noch nicht. Ich wollte einfach niemanden beleidigen. So wie Kai auch gerade gesagt hat, es gibt diese Lesarten und die ergänzen sich. Und man möchte klar machen, dass man nicht vorhat, à la Dawkins oder Dennett, zu sagen, ach, das ist doch alles Bunk. Hör mal zu, wir erklären mal, was wirklich drin steht. Und das wollten wir vermeiden. Es geht ja bei uns auch darum, dass einfach die Position in dieser Situation zu erklären, was ich ja auch sagte, das ist für uns, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir die meisten Auftritte eben dann doch in einem theologischen, in einem Gemeinderahmen haben, unter Menschen, die in irgendeiner Form, wie auch immer, glauben. Und da sagen wir, wenn wir sagen Agnostiker, sagen wir, das tun wir nicht. Man kann sagen, das ist mir einmal, ich habe mich eigentlich gewundert, dass der Vorwurf nicht öfter kommt, wo dann die Unterstellung war, wir seien so ein bisschen der Wolf im Schafspelz. Weil eigentlich, und das wäre jetzt wirklich die Bruchstelle, wenn man jetzt ganz genau all diese ganzen Dinge sich ansieht, das, was wir erklären, dann ist es ja eben doch evolutionsbiologisch eine Erklärung, wie überhaupt Menschen glauben, die psychologischen Grundstrukturen, die dazu führen, wie die Evolution der Religion zustande kommt. Und das ist ein Erklärungsmuster, was eben ganz ohne Gott, Göttliches auskommt. Also das ist eigentlich ganz klar die Grenze. Und eigentlich könnte man auch sagen, das hat mich gewundert, dass das nie kommt, dass mal geschrieben wurde, es ist eigentlich ein zutiefst atheistismus Buch. Aber darum bin ich über dieses Agnostische so gestolpert. Darf ich ganz kurz, weil Atheismus
wenn man Atheismus so definiert, dass festgestellt wird, zu sagen, es gibt definitiv keinen Gott, wir wissen, dass es keinen Gott gibt. Das wissen wir nicht, das können wir, das ist außerhalb der Grenzen des Wissens. Insofern ist eigentlich die einzig legitime Positionierung, auch wissenschaftliche Positionierung, zu sagen, nein, ich glaube nicht, ich komme ohne diese Hypothese Gott aus. Weil zu behaupten, es gibt keinen Gott, ist genauso albern zu behaupten mit 100%iger Gewissheit, Verpflichtung für alle, es gibt einen Gott. Ja, also ich möchte nur zwei Dinge sagen, vielleicht zunächst einmal eben zu diesem Konflikt Wissenschaft, Religion oder Wissenschaft und Glaube. Ich glaube, das muss man sich wirklich deutlich vor Augen halten, dass dieser Konflikt nur entstehen kann, wenn man unkritisch, unhistorisch auf die Religion schaut. Ich habe es schon mal versucht anzudeuten. Eben, also der Schöpfungsglaube der Bibel kann nur dann zur heutigen Wissenschaft in Konkurrenz geraten, wenn man ihn als übergeschichtlich wahr anschaut. Aber zumindest im deutschsprachigen, im kontinentaleuropäischen Universitätssystem ist man eigentlich in den Geisteswissenschaften, ich finde zu einem gewissen Recht, vom Historismus des 19. Jahrhunderts geprägt. Und deshalb wissen wir eben, das ist einfach nicht unsere Wissenschaft. Es ist Wissenschaft, aber es ist die Wissenschaft aus einer vergangenen Zeit. Das andere, was ich noch anmerken wollte, die Frage ist ein bisschen, also was erklärt man mit dem evolutionsbiologischen Ansatz, wenn man die Bibel liest? Also das ist vielleicht eben eine Kritik, die ich habe an diesem Buch des Tagebuchs der Menschheit. Wir haben das wirklich auch schon häufig diskutiert. Ich möchte es vielleicht noch einmal an einem Beispiel kurz erläutern. Das ist die Hierarchisierung der Erklärung. Ich glaube, was ihr darstellen könnt, sind bestimmte Resonanzen. Aber zum Beispiel die Entstehung des Monotheismus, nur gewissermaßen aus diesem Drang, die Gottesvorstellung zu moralisieren, weil man eben jetzt in einer komplexen Gesellschaft mit unterschiedlichen sozialen Straten lebt. Da denke ich, das hat eine gewisse Plausibilität, aber für mich sind da zum Beispiel die politikgeschichtlichen Zufälligkeiten des 9. bis 7. Jahrhunderts vor Christus wichtiger. Also Monotheismen können historisch gesehen nur in Gesellschaften oder politischen Systemen entstehen, wo es die ganze Welt umfassendes Imperium gibt. Und entsprechend würde ich sagen, da sind gewissermaßen andere Faktoren, sind noch wichtiger als jetzt gewissermaßen die Vorstellung von Big Gods, die jetzt eben moralisierend sein müssen, um die Gesellschaft da zu... muss ich Konrad dann doch widersprechen, weil wir sind exakt auf dieser Linie und das führen wir aus. Weil das ist ja unser Vorwurf an Lorenzerian und so weiter, die davon ausgehen, das ist dieser banale evolutionäre Glaube, die Gesellschaften werden groß. Wie klappt das, dass Menschen jenseits von kleinen Gruppen zusammenleben und sich nicht die Köpfe einschlagen? Deshalb hat man dann die großen, die Big Gods erfunden. Das ist eben diese amerikanische Schule, gegen die wir ja eigentlich angehen. Wir zeigen ja im Tagebuch der Menschheit gerade, dass ja das Wunderbare ist, und da profitieren wir auch viel von Ottmar Kehl und anderen und natürlich auch dir, dass wir zeigen die Besonderheit der sekundären Staatsbildung der beiden Königreiche, dass auch wichtig ist, dass erst das eine Königreich Juda verschwindet, dann Israel. Ich muss aufpassen, weil die Sachen jetzt doch relativ lange hintereinander sind, oder war es umgekehrt? Es war umgekehrt. Danke, Konrad, dass du mich nicht lang gestellt hast. Aber diese ganzen Sachen, natürlich auch die Abhängigkeit von der Gottesform und des Liebesbegriff von assyrischen Vasalleneiden. Ganz klar, das Bild des monotheistischen Gottes, das Vorbild ist eben die Despotie, die Monarchie in Mesopotamien. Danach ist dieser Gott geformt worden. Das ist das primäre Element. Also sage ich auch als Historiker, der ich ja klein bisschen auch bin. Da bin ich absolut auf deiner Linie und das haben wir auch relativ ausführlich erklärt. Das hat dann nur den Vorteil, dass es als dieses Universalmodell funktioniert. Und ganz klar, um das auch nochmal zu sagen, unser ganzes Unterfangen ist ja größenwahnsinnig. Wir versuchen, die komplette Bibel in dieses kleine Buch mit diesen Tausenden von Sachen zu bringen. Und um die großen Linien aufzuzeigen, müssen wir natürlich oft vereinfachen, zuspitzen, popularisieren und es auch dem Menschen nahebringen und auch Diskussionsstoff zu bringen. Und es ist ein Beispiel dafür, wie wenn man mehr miteinander kommuniziert, wie diese naiven Hypothesen beigestellt werden können. Denn zum Beispiel jetzt
Ich kann sehr ans Herz legen, Peter Turchin und seine Seshat-Gruppe mit zahlreichen Historikern arbeiten, sehr quantitativ. Und die zeigen jetzt, historisch gesehen, die Großreichen kommen zuerst und dann kommen die großen Götter. Nicht, dass jemand gedacht hat, nein, das ist dieses Widerspiegelungsprinzip. Aber egal, da kann man eine Brücke schlagen und sagen, hey, was sind eure Hypothesen? Wir haben jetzt die historischen Daten, womit wir versuchen können, das zu überprüfen. Das hat aber nichts mit Theologie zu tun. Nicht? Und deshalb, wir reden ja noch über, wieso wir uns als Agnostiker affizieren. Das hat damit zu tun, dass wir diese Trennung zwischen diesen Bereichen, wie Kai auch gesagt hat, möchten wir aufrechterhalten. Wir können nicht reden über Sachen, die nicht beweisbar sind. Darf ich da direkt eine Frage stellen, weil wir jetzt endlich mal Disput haben? Weil wir haben immer gesagt, Konrad ist eigentlich einer von uns. Wir haben auch immer gedacht, glaubt Konrad eigentlich wirklich an Gott? Wir haben ihn das auch gefragt. Konrad, was zeichnet dich jetzt kommen hier die Gretchenfragen. Genau. Nein, aber jetzt nur, was ist denn das spezifisch Theologische an dir, was du von dem historischen Ansatz Also bezüglich der Frage eben, also welche Rolle spielt Gott im Weltbild? Wir merken, was das für eine intime persönliche Frage ist, diese Glaubensfrage. Einfach als Klammer. Also auch da an diese Frage würde ich auch wieder geschichtlich herangehen. Es gibt so etwas wie die Eierschalen des Deismus in der Wahrnehmung der Theologie im 21. Jahrhundert. Gott ist irgendetwas, was da außerhalb der Welt ein X, Welt plus X, das ist Gott. Und das halte ich für eine zwar irgendwie in der Aufklärung einmal entstandene Vorstellung, aber letztlich eigentlich eine infantile Gottesvorstellung. Also ich halte es eigentlich mit den Reformatoren, die sagen würden, also von Gott kann ich nur sagen, was ich erfahre von ihm. Also Gott ist nicht eine Entität, also die dann auch zu Recht eigentlich von Dawkins abgeschossen werden kann. Das ist ein Strohmann, oder? Also dieser alte Mann im Himmel oder dieses Prinzip, das es da gibt. Also das würde ich sagen, das spielt da überhaupt keine Rolle. Was die Theologie betrifft, da möchte ich vielleicht einfach, um ein Beispiel zu machen, kurz das deutsche und das englische Verständnis von Theologie unterscheiden. Für das in Theology, im englischen Sprachraum, wird häufig ausschließlich konstruktiv verstanden. Also Theology ist das, was eine Glaubensgemeinschaft als dogmatisches System für sich entwirft. Im deutschen Sprachraum kann Theologie auch rekonstruktiv verwendet werden. Also zum Beispiel, was sind die, also jetzt ist zwar ein geladenes Wort, was sind die Ideologien, was ist die Geisteswelt, was ist die Gedankenwelt der Personen in der Bibel. Und insofern würde ich sagen, ist euer Zugang theologisch, oder? Also der Begriff Theologie hat eine unglaublich lange Geschichte, der fängt bei Plato und Aristoteles an, meint dort eigentlich nur das Reden von Gott, also Göttergeschichten. Im Neuen Testament, im Alten Testament, in der griechischen Version kommt er überhaupt nicht vor. Eigentlich erst im Mittelalter mit der Facultas Theologica hat er plötzlich einen Aufschwung und in der Summa Theologica des Thomas von Aquin kommt dann dieses Doktrinäre hinein. Die Reformation hat das dann eigentlich ein Stück weit wieder zurückgebaut und gesagt, Theologie, das ist existenzielle Erfahrung. Und in dieser Wolke bewegen wir uns eigentlich, oder? Und ich kämpfe immer ein bisschen gegen dieses dogmatistische, ausschließlich konstruktivistisch oder konstruktive Verständnis von Theologie. Für mich ist Theologie etwas, was wirklich in einem breiteren Spektrum angewendet werden kann. Und aus dieser Perspektive können wir was von der Bibel lernen, wenn es um den Menschen und um die Natur geht? Ja, ich glaube, also die Bibel ist wirklich ein Text, der in einer exemplarischen Dichte, und diese Dichte hängt mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammen, dadurch, dass eben Generationen von Generationen daran geschrieben haben, dass diese Texte immer wieder auf ganz fundamental anthropologische Gegebenheiten reflektieren. Und die Bibel ist ein polyphoner Text, es kommen unterschiedliche politische, soziale, nationale, religiöse Interessen darin zur Sprache. Und
da muss man dann eben halt auch mit einem gewissen kritischen Blick darauf schauen. Aber ich meine, genau der Zugang von Kai Michel und Karel van Schaik macht noch einmal deutlich, wie stark eigentlich die Bibel vielleicht wirklich von grundmenschlichen Fragestellungen geprägt ist. Und ob sie uns etwas sagt, das hängt, glaube ich, wirklich mit der Resonanz zusammen, die wir herstellen können. Oder die Bibel kommt gewissermaßen als ein schwaches Wort auf uns zu. Nicht more geometrico erzählt sie, was es mit dem menschlichen Leben auf sich hat oder wie man es zu führen hat, sondern sie bietet Verstehensangebote und, also ich sage das jetzt als protestantischer Theologe, deswegen bedarf es gewissermaßen der Zustimmung und auch eben der Resonanz der Menschen mit diesen Verstehensangeboten, damit man mit ihr vielleicht leben kann und aus ihr Gewinn ziehen kann. Ganz kurz, welche Vorstellungen haben Sie vom Menschen und der Natur? Für mich eine ganz naturwissenschaftliche. Alles nur Zufall. Also die Frage ist zu groß für mich, muss ich gestehen. Also was wir ohnehin gelernt haben, ist, dass all diese Begriffe wie Mensch, Natur, Religion, Gott, Arbeit, Liebe und so weiter, es sind moderne Begriffe, es sind enge Gefäße, die viele Dinge ausgrenzen, kanalisieren und das Spannende ist ja auch, ich habe jetzt mich sehr viel mit Animismus beschäftigt. Ich schreibe ja auch mit Harald Meller, einem Archäologen, noch zusammen Bücher. Die Schamanin von Bad Dürnberg, ein 9000 Jahre altes Grab in der Zeit, eine der letzten Jäger-Sammlerinnen in Europa. Und das ist noch die Welt, wo Mensch und Natur eben nicht auseinanderfallen, wo Menschen ganz natürliche oder Bestandteil eines Kontinuums sind, wo eben Personen auch nicht nur Menschen sind, sondern auch Steine, Flüsse, Berge und dergleichen mehr. Also insofern will ich sagen zu der Frage, die ist zu groß für mich, kann ich nicht beantworten. Die Abende mehr als Sternstaub der Schweizerischen Bibelgesellschaft, die beleuchten ja genau eben dieses Verhältnis von Wissenschaft, Religion, Kultur. Es ist vorhin in der Diskussion auch gerade aufgeploppt. Auch zum Schluss noch mal bitte kurz, wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben? Also Wissenschaft, Kultur, Religion. Meine Auffassung ist eine ganz naive. Ich möchte nur darüber reden, was man im Prinzip entscheiden kann mit empirischen Daten. Deshalb habe ich diese Trennwand gemacht mit einem anderen Bereich und damit fahre ich ziemlich gut als Wissenschaftler. Was ich dann abends beim Bier denke, dann ist das nicht so spannend und nicht so interessant. Also, und Kultur ist einfach, das habe ich bei den Affen studiert, das ist alles, was erfunden wird und sozial tradiert wird, was also nicht bei der normalen Entwicklung genetisch verankert ist und wofür man entweder eine Erfindung braucht oder die Inputs von anderen. Das ist eine ganz banale Auffassung, denn meistens denken Leute an Streichquartette und so weiter. Aber damit kann ich die Welt ziemlich gut erklären, auch wenn es noch sehr viel zu tun gibt. Aber als Ansatz, ich habe da Werkzeuge, um die Welt zu erklären damit. Kai Michel? Auch wieder eigentlich zu große Frage für mich, aber vielleicht das Gemeinsame von allen ist, und das ist eben auch dann der Punkt, wo ich auch sage, als Agnostiker, genau wie Menschen, die an Gott oder was auch immer glauben, das ist der gemeinsame Punkt, dass es darum geht, ein Leben zu führen, das möglichst wenig Ungerechtigkeit produziert, Ungleichheit reduziert, im Einklang mit dem Umfeld, ja eigentlich wieder Menschsein, darum geht es. Und das ist ja auch in der Bibel so, der Protest, was die wollen. Und deshalb sagen wir, Tagebuch der Menschheit, die versuchen das Gleiche wie wir als Agnostiker, dass wir eine Welt wollen, die wirklich menschenswert ist. Wir können besser. Und da finde ich, dass eben dann, das ist Sache der Kultur, das ist Sache der Wissenschaft und natürlich eigentlich auch der Religion, die unserer Perspektive leider zu lange, weil man ja auch bei Religion unterscheiden muss, eben die Religion von oben, Herrschaftsreligion gewesen ist und man muss sich mehr auf die Religion von unten, auf die Alltagsreligion, auf die Menschen konzentrieren und darum, dass es einfach wirklich
darum geht, einfach ein menschenwertes Leben führen zu können. Jetzt predige ich, Entschuldigung. Wie ist für dich dieses Verhältnis dieser 3 Aspekte? Ja, also religionsgeschichtlich gesehen ist das Christentum eine vorderasiatische Erlösungsreligion. Das hätte gut sein können, dass das Christentum wie der Manichäismus oder die Gnosis im 3. Jahrhundert nach Christus untergegangen wäre. Aber ich glaube, es gibt 2 grundsätzliche Weichenstellungen in der Geschichte des Christentums, die eigentlich für genau deine Frage zentral sind. Im 2. Jahrhundert nach Christus die Aufnahme des philosophischen Gottesbegriffs aus der griechischen Philosophie und im 17. Jahrhundert der Weg mit der Aufklärung, mit der Vernunft. Das sind nicht sozusagen in Stein gemeißelte oder zwangsläufige Entscheidungen, aber da hat sich das Christentum, und das gilt mit unterschiedlichen Gründungsperioden auch für das Judentum und den Islam, hat sich eigentlich als Religion für den Weg mit der Wissenschaft und der Kultur entschieden. Und das ist eigentlich wirklich, also jetzt, wir haben auch lange über die Zukunft der Religion diskutiert, aber für mich ist nicht die Frage, ob es im 21. Jahrhundert noch Religion gibt, sondern die Frage ist, gibt es gepflegte Religion oder gibt es ungepflegte Religion? Und wenn man diese Weichenstellungen aus dem 2. und 17. Jahrhundert mit iteriert und auch kultiviert, dann glaube ich, dann haben wir eben eine Möglichkeit gewissermaßen Religion so zu pflegen, dass sie nach wie vor alle angeht und eben in einem Diskurs mit der Wissenschaft steht. Und Wissenschaft, Kunst, Kultur, Religion ist notwendigerweise multiperspektivisch. Man kann das nicht monoperspektivisch aufziehen und entsprechend braucht es diesen Dialog und der wird auch nicht aufhören. Du hast jetzt immer sehr als Wissenschaftler, Theologe gesprochen, vielleicht doch noch aus der persönlichen Perspektive. In Genesis steht, der Mensch wird aus Staub geformt. Konrad Schmid, ist der Mensch mehr als Sternenstaub? Nein, also ich denke, das ist wirklich die biblische Tradition. Also wenn man sieht, was der alte Orient sagt, der sagt, da ist auch Götterblut im Spiel. Und für die biblische Tradition, gut, ich muss vielleicht einschränkend sagen, für Genesis 1 bis 3 gilt, Gott hat nichts Menschliches und der Mensch hat nichts Göttliches an sich. Natürlich gibt es im Christentum auch diese Vorstellung eines inneren göttlichen Funkens, also in der Mystik, in der Gnosis und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich an Genesis 1 bis 3 hält, hat man dort wirklich dieses sehr nüchterne Bild eines Menschen, das ich aber als außerordentlich befreiend empfinde. Vielleicht sind Sie jetzt an die Wand geredet, aber ich öffne doch trotz fortgeschrittener Zeit für Ihre Kommentare, Fragen. Oder sonst natürlich auch nachher beim Apero. Vielleicht brauchen Sie zuerst etwas zu trinken und eine kurze Pause, um zu verdauen, was Sie gehört und gedacht haben. Ich habe eine ganz spezielle Frage an Herrn Dr. Professor Konrad Schmid. Ich war an dieser Serie am 23.02. in Zürich, wo es darum ging, wo Frau Altweg hat erklärt, wie die Schöpfung wissenschaftlich entstanden ist, über Milliarden Jahre. Ist auch die Erde entstanden. Und so wie wir jetzt haben, das ging über sehr eine lange Zeit. Die Bibel sagt ja, dass Gott schuf die Welt in 7 Tagen. Gut, die Tage, das ist mir auch klar, das muss man. Aber dieser Punkt kam heute eigentlich nie zum Ausdruck, oder ich habe es nie gehört. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, der Mensch stammt vom Affen ab. Oder? Das kennen Sie ja sicher alle. Der Mensch ist nicht durch Gott geschaffen, sondern das ist eine Evolution, wo langsam vom Bakterium und so, dann ist der Affe entstanden und dann der Mensch und so. Jetzt möchte ich möchte eine Frage an Sie, Herr Professor Schmid. Was halten Sie von dieser Aussage von Wissenschaftlern, der Mensch stammt vom Affe ab?
Ja, das hat man schon sozusagen, ich glaube, es war Sigmund Freud, der gesagt hat, nein, es war jemand anderes, der gesagt hat, es macht einen Unterschied, ob man den Mensch als Geschöpf Gottes oder als arrivierten Affen versteht. Natürlich macht das einen Unterschied. Dass der Mensch durch die Schöpfung Gottes entstanden ist. Nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass ich mute keinem Christ oder keiner Christin heute zu, daran zu glauben, dass die Welt nur 6000 Jahre alt ist. Wir wissen es heute, sie ist 13,7 Milliarden Jahre alt und man kann schon in der biblischen Überlieferung selber sehen, dass man versucht hat, die Welt älter zu machen, als sie ist. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, 3. Jahrhundert vor Christus entstanden, macht die Welt etwa 1500 Jahre älter, weil man diese ganze Mythologie hatte, die auch noch in der vorsintflutlichen Zeit Platz haben musste. Dann hat man einfach die Lebensdauern etwas gestreckt und so wird die Welt dann älter. Also insofern würde ich sagen, für mich sind das wirklich komplementäre Sichtweisen, vielleicht nicht völlig konfliktfrei, aber im Wesentlichen komplementär, dass ich einerseits sagen kann, wir haben die Naturwissenschaft freigegeben, das war ein schmerzhafter Prozess, aber ich finde letztlich ein richtiger und wichtiger Prozess im 16., 17. Jahrhundert als Theologie. Auf der anderen Seite gibt es grundsätzliche Aussagen, also die Glaubensaussage, ich kann mich als ein Geschöpf Gottes wahrnehmen, wird für mich dadurch nicht verunmöglicht, sondern es sind komplementär denkbare, sich reibende, vielleicht nicht völlig harmonisierbare, aber auch nicht sich völlig ausschließbare Perspektiven. Aber darf ich ganz kurz, komplementär würde ich jetzt widersprechen, denn die wissenschaftliche Sicht hat die Beweise auf ihrer Seite. Also spätestens durch die Genetik. Natürlich, wir sind alle Primaten, wir sind alle Affen. Die Evolution ist durch die Archäologie, durch die Anthropologie und so weiter, durch die Genetik gezeigt. Also alles ja, andere. Nein, aber hier, es geht nur darum, also gewissermaßen hier, also das naive Verständnis, Geschöpf Gottes heißt, ich bin ein geformter Erdenkloß à la Martin Luther. Das ist Blödsinn, oder? Das wäre dann die Frage, die man eigentlich stellen müsste, genau. Weil das ist ja die Herausforderung, wenn man dann die Erkenntnisse der Wissenschaft ernst nimmt, und was eigentlich Theologie heute tun sollte, dann heißt es ja, die Frage auszuweiten, wenn wir sehen, dass wir 99% oder 97% mit dem Erbgut des Schimpansen teilen, dass wir 99,7% mit dem Neandertaler, sind dies auch Geschöpfe Gottes. Und das heißt natürlich auch, dass wir über jedes Bakterium und so weiter und so fort, und dann geht es immer weiter und dann sind wir beim Sternenstaub. Und was Genesis 1,28 ja sagt. Genau. Die Landtiere sind auch Geschöpfe Gottes. Hier gab es noch Fragen. Ja, ich habe zwei Fragen. Also, erstens hatte ich den Eindruck, dass Sie sehr monotheistisch unterwegs waren. Insofern, als Sie sich jetzt sehr konzentriert haben auf die Schöpfungsmythologie der Bibel. Aber wenn Sie die griechischen Schöpfungsmythen anschauen, und ich denke jetzt weniger an den Trojanischen Krieg, aber zum Beispiel an Hesiods Theogonie oder auch nach Gilgamesch gehen oder in Rom an Ovids Metamorphosen am Anfang, da haben Sie Weltentstehungsmythen, die sehr ähnlich funktionieren. Auch Beispiel Bestialität haben Sie natürlich auch in der griechischen Mythologie mit Pasiphae, die mit einem Stier schläft und die Strafe kommt und ist furchtbar. Also es ist, deswegen sage ich monotheistisch sehr. Die Bibel ist ein Beispiel, natürlich mit einer viel größeren Rezeptionsgeschichte, aber sie ist, weiß Gott, sozusagen nicht das einzige Beispiel. Das andere ist, es ist schon etwas angesprochen worden, Sie sind relativ stark jetzt davon ausgegangen, dass es eine Entwicklung gibt von diesem bestrafenden System, das dann korrigiert wird. Das stimmt schon für Deuteronomium, nicht mal für Deuteronomium nicht, dort ist der gnädige Gott, der barmherzige Gott, dass da quasi dann sich im Neuen Testament sich das Bild lichtet. Und das Tagebuch, nicht als Titel, ich habe das Buch nicht gelesen, macht mir etwas Angst diesbezüglich. Das klingt schon etwas wie Julius Wellhausen Reloaded. Und das ist eigentlich ein Ansatz, den wir, Konrad Schmid hat schon angesprochen, den wir eigentlich versuchen, hinter uns zu lassen. Also das sind meine beiden Punkte.
Zum ersten Punkt, da sind wir völlig d'accord mit Ihnen, weil das zeigt ja, dass die Grunderfahrung überall dieselbe war, das Wundern darüber, dass die Welt nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte, dass die Menschen erfahren haben, ey, diese Schufterei, woher kommt das? In Mesopotamien erfindet man den Mythos, ja, dass die Götter eben leid waren zu schuften und deshalb haben sie sich die Menschen als Sklaven erschaffen, damit sie, und diese Erfahrung in all diesen Welten, dass es so nicht sein kann, wenn irgendwie vernünftige Wesen an der Einrichtung der Welt beteiligt sind, dass es von Anfang an gedacht war, dass Menschen nur leiden müssen. Und das wird versucht zu rationalisieren in vielen, vielen verschiedenen Mythen. Und Sie haben Gilgamesch und Hesiod ja gebracht. Wir haben dort ja auch jeweils paradiesische Enkidu einerseits, wir haben das goldene Zeitalter bei Hesiod, Vorstellung, dass es früher besser gewesen ist. Und das eben ist für uns natürlich die spannende Frage, leben dort Erinnerungen fort? Oder natürlich gab es in diesen Zeiten noch Jäger, Sammler außerhalb und die Leute haben die Dinge gesehen, nicht überall war Sklaverei. Oder ist das eben quasi, entsteht das aus diesem Wundern darüber, es kann nicht so sein und dadurch kommt es zu diesen Rationalisierungen in Form dieser Mythen. Gerne noch diese Frage von Ihnen. Genau, Sie haben sich gerade umgedreht. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen mittleren Schlusspunkt und führen dann das Gespräch beim Apero fort. Erstens, vielen herzlichen Dank. Ich finde, Ihr Ansatz ist ein wahnsinniger Anstoß für alle Gesprächsparteien hier, einfach noch viel dazu zu lernen, denke ich. Zweitens dann auch eine Frage eine Frage abgeleitet aus Ihren Beobachtungen zum Monotheismus. Überfordern Sie nicht vielleicht auch die Bibel und das Alte Testament? Also im Alten Testament, in der Lehre weiß man, zum Beispiel die Gottesvorstellung des Alten Testaments läppert sich zusammen von einem Wettergott am Sinai über einen Sonnengott in Jerusalem, der eigentlich in sich natürlich schon eine monotheistische Tradition hat. Aber man spricht auch von der Monolatrie, das heißt die Allein-Gottverehrung inmitten eines polytheistischen Kontexts. Davon wurde nicht gesprochen. Und wegen der Überforderung machen Sie auch Parallelen in anderen Kulturen, zum Beispiel monotheistische Traditionen im Hinduismus? Also die ganzen Fragen ehren uns natürlich fundamental und jetzt auch noch die zweite Frage von Ihnen. Natürlich haben Sie recht, dass wir vereinfachen, dass wir pauschalisieren. Man darf auch nicht vergessen, das Ziel war, Karel hat damals gesagt, komm, wir machen mal ein kleines, leichtes, unterhaltsames Büchlein. Und das ist fürchterlich aus dem Ruder gelaufen. Es ist ein populäres Buch. Es soll Wissenschaft popularisieren. Deshalb müssen wir Dinge vereinfachen. Insofern nehmen wir das als großes Kompliment, dass Sie uns überhaupt halbwegs für satisfaktionsfähig erachten. Was Sie sagen, natürlich sind das all die Dinge, die man jetzt auch noch weiter untersuchen und erforschen müsste. Und wir haben dann immer auch gescherzt, oh, wenn das Buch so erfolgreich wird oder vielleicht ein reicher Schweizer Mäzen mal einsteigt, dann wäre das der Punkt für ein Institut, um all diese ganzen Dinge, diese Ansätze zu erforschen. Spannend ist natürlich auch jetzt für mich oft, dadurch, dass ich ja jetzt auch dann mit Harald Meller, Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, die Himmelscheibe, diese Bronzezeitkultur, ein Protostaat im Herzen Europas rekonstruiere oder eben die Schamanen, wo wir natürlich viele ähnliche Dinge sehen. Und Sie haben ja Jerusalem, Sonnenkult angesprochen, den sehen wir dort ähnlich. Wir sehen die Parallelen in Ägypten und so weiter und so fort. Und wir würden, großes Plädoyer, wenn wir uns was wünschen könnten, würden wir uns nur noch diesen Themen widmen, aber da ich zumindest freier Schriftsteller bin, bin ich schon wieder an ganz anderen Themen dran. Ja, vielen Dank Ihnen dreien fürs Dastehen, Reden, Diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe das Wort zum Schluss noch an Benjamin Doberstein von der Schweizerischen Bibelgesellschaft. Ja, und ich darf ganz herzlich Dankeschön sagen. Zunächst mal
Die Schweizerische Bibelgesellschaft versucht, Zugänge zu eröffnen zur Bibel, ganz unterschiedliche Zugänge. Und wir selbst, jeder von uns hat unterschiedliche Zugänge. Wie gehen wir damit um? Und ich fand, es war wundervoll, heute Abend zu sehen, wie respektvoll mit diesen unterschiedlichen Zugängen umgegangen wird. Wenn wir dorthin kommen, auch in einer breiteren Gesellschaft, wäre das natürlich ein ganz wunderbarer Schritt, auch innerhalb der theologischen Diskussion mit den verschiedenen Positionen, die es da ja natürlich auch gibt.